Es ist 15 Uhr. Ein herzliches Willkommen, herzliches Grüß Gott hier bei PIN 21 der Clean Trucking Conference. Ich darf mich kurz vorstellen, ich darf Sie die nächsten 2 Stunden durch das Programm führen. Silke Frank, mein Name, ich bin die Geschäftsführerin von Mission Hydrogen. Wir sitzen in Winnenden bei Stuttgart und das Next Mobility Accelerator Consortium lädt Sie heute ein. Es sind mittlerweile bald 1000 Leute live, kann ich Ihnen sagen. Wir laden Sie ein, heute rund um Wasserstoff, LKWs und Busse sich Informationen zu holen, spannende Vorträge zu hören, Videogrußworte, was haben denn die Minister sozusagen und mehr. Schön, dass Sie alle da sind. Schreiben Sie ruhig weiter in den Chat, von wo aus Sie uns zuschauen, und dann werden Sie merken, da ist wirklich eine Menge geboten hier bei uns. Ich darf Ihnen jetzt gleich das erste Video präsentieren. Ein kurzes Grußwort von den Herren aus Vilshofen von der Paul Group. Das Next Mobility Accelerator Consortium besteht aus Meyer Corduledge der Paul Group und Shell. Und mit diesem Video werden wir jetzt anfangen. Dann werden wir 2 Grußworte hören, einmal von Minister Scheuer und einmal von Minister Aiwanger. Ein kurzes Imagevideo über das Konsortium, also Ihren heutigen Veranstalter. Und dann begrüßen wir Dr. Wenger hier auf dem virtuellen Podium nach diesen Videos. Jetzt kommt das erste Video. Schön, dass Sie dabei sind und auch die nächsten 2 Stunden dabei bleiben. Meine sehr verehrten Damen und Herren, hiermit möchte ich Sie sehr herzlich zu unserem PIN 21 Clean Trucking Conference begrüßen. Pandemiebedingt diesmal nicht hier bei uns in unserem schönen Vilshofen an der Donau, sondern bei Ihnen zu Hause oder in den Betrieben auf den Bildschirmen. Auf politischer Ebene wurde uns vorgegeben, dass bis zum Jahr 2050 sämtliche CO2-Emissionen zu vermeiden sind. Wie soll das geschehen? Auf der einen Seite wird der Pkw elektrifiziert. Im Nutzfahrzeugbereich sehen wir die Wasserstofftechnologie als die Lösung aus diesem Dilemma. Es freut mich ganz besonders, dass mittlerweile die Politik an unseren Projekten und Anliegen Interesse gefunden hat. Und deshalb freue ich mich ganz besonders auf die Grußworte von unserem Verkehrsminister Andreas Scheuer und den bayerischen Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger. Herzlich willkommen. Die Weiterentwicklung im Wasserstoffthema soll unsere Zukunft sichern. Wir können auch hier in unserem Landkreis weiter Arbeitsplätze sichern, Arbeitsplätze schaffen. Das ist ein großes Ziel für uns, dass wir hier einen markanten Beitrag leisten in dieses Thema. Zu unserer Veranstaltung haben wir uns renommierte Experten eingeladen. Ich freue mich auf Dr. David Wenger, einen Pionier in der Wasserstofftechnologie. Ich bin gespannt auf den Vortrag des Innovationsbeauftragten des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, Dr. Stefan Kaufmann. Und besonders interessiert mich auch die Sicht unserer potenziellen Kunden. Dr. Jörg Salomon, Vice President Go Green und Fahrzeugtechnik bei der Deutschen Post AG. Oder Dr. Marcel Frank, Geschäftsführer der Regionalverkehr Köln GmbH. Und natürlich auch Wolfgang Wühlhorst, der Leiter des Fuhrparkmanagements in der Berliner Stadtreinigung. Last but not least ist es mir eine große Freude, dass auch der Vorsitzende der Geschäftsführung der Deutschen Shell AG, Dr. Fabian Ziegler, heute für unser Konsortium sprechen wird. Ihnen allen wünsche ich jetzt eine erkenntnisreiche und spannende Veranstaltung. Danke sehr. So, das waren die ersten Grußworte, liebe Zuschauer. Und jetzt haben Sie schon auch gesehen, was Sie erwarten wird, die nächsten 2 Stunden. Die Herren haben unsere Agenda vorgestellt. Daher werde ich mich damit auch nicht lange aufhalten, sondern werde Ihnen jetzt schon gleich das Video präsentieren von unserem deutschen Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur, Andreas Scheuer. Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, ja, liebe Fans der Wasserstofftechnologie. Hoffnungsträger, Schlüsselelement, universeller Treibstoff. Dem Element mit der Nummer 1 wird ziemlich viel zugetraut. Fest steht, die Wasserstofftechnologie ist ein wichtiger Baustein, um Mobilität effizient und nachhaltig zu gestalten.
und um unsere Klimaziele zu erreichen. Großes Potenzial sehe ich vor allem bei schweren Fahrzeugen, bei denen der batterieelektrische Antrieb nicht für alle Einsatzbereiche geeignet ist. Also zum Beispiel bei Bussen und Zügen, bei Lkw oder Nutzfahrzeugen auf dem Bau und in der Landwirtschaft. Aber auch im Pkw-Bereich sowie im Luft- und Seeverkehr wird sich die Nachfrage entwickeln. Kurzum, quer über alle Verkehrsträger hinweg ergänzt Wasserstoff andere alternative Antriebsformen sinnvoll und klimafreundlich. Wir sind von dieser Technologie überzeugt und verhelfen ihr zum Durchbruch. Der Rahmen dafür ist unsere nationale Wasserstoffstrategie. Insgesamt 7 Milliarden Euro aus dem Corona-Konjunkturpaket stehen bereit, um sie umzusetzen. 1,6 Milliarden Euro davon kann mein Haus zusätzlich investieren. Mit diesen Mitteln knüpfen wir an unsere erfolgreichen Programme an und machen noch mehr Tempo. Zum Beispiel mit 2 neuen technologieoffenen Förderrichtlinien für alternativ angetriebene Nutzfahrzeuge und Busse. Sobald die EU-Kommission zugestimmt hat, starten wir. Dann können wir beim Kauf von Wasserstofffahrzeugen oder beim Umrüsten von Lkw und Bussen 80% der Mehrkosten übernehmen. Das wird die Nachfrage steigern und damit den Markthochlauf beschleunigen. Weiterhin fördern wir den Ausbau des Tankstellennetzes, den Aufbau von Produktionsanlagen für strombasierte Kraftstoffe und regionale Konzepte. Schon jetzt entwickeln sich in den Regionen großartige Projekte, die die Erlebbarkeit vor Ort und damit die Begeisterung für Wasserstoff weiter steigern. Deswegen vertiefen wir den regionalen Ansatz und haben eine neue Runde unseres Programms Highland gestartet. Bewerbungen für die erste Stufe HiStarter sind noch bis 14. Mai möglich. Den Einsatz von Wasserstoff in der Praxis zu fördern, ist das eine. Das andere, Hersteller und Zulieferer noch stärker zu unterstützen. Sie müssen in der Lage sein, marktfähige Produkte zu entwickeln und diese in Serie zu fertigen. Also raus aus dem Forschungslabor, rein ins reale Leben. Helfen wir dabei das Technologie- und Innovationszentrum Wasserstofftechnologie. Hier wird das Know-how rund um das Entwickeln, Zertifizieren und Standardisieren gebündelt und bereitgestellt und dabei die gesamte Wertschöpfungskette abgedeckt. Diese Expertise wird vor allem kleinen und mittelständischen Unternehmen sowie Start-ups helfen, sich und ihre Innovationen weiterzuentwickeln. Derzeit läuft die Suche nach einem Standort für das Zentrum. Eine Entscheidung dazu fällt spätestens im September. Die Liste unserer Aktivitäten ließe sich noch deutlich verlängern, etwa um gesetzliche Maßnahmen oder europäische Ansätze. Aber auch so sehen Sie schon, die Wasserstofftechnologie hat für uns hohe Priorität. Wir wollen ihre Chancen nutzen und eine Erfolgsgeschichte Wasserstoffland Deutschland schreiben. Ich wünsche Ihnen jetzt eine spannende Konferenz mit vielen neuen Impulsen und wertvollen Erkenntnissen. Vielen Dank und bleiben Sie gesund. Ja, ein herzliches Grüß Gott auch aus dem Bayerischen Wirtschaftsministerium aus München zur Wasserstofftagung von Paul Nutzfahrzeuge, von Meyer Korduletsch und von Shell. Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlichen Glückwunsch und herzlichen Dank dafür, dass Sie dieses Thema Wasserstoff aufgreifen, dass Sie darstellen, wie Mobilitätslösungen gerade auch im Schwerlastverkehr in Zukunft aussehen sollen. Sie sind hier ja sehr vielversprechend unterwegs und ich hoffe, dass wir zeitnah den ersten Prototypen auf der Straße erleben, dass Sie auch die Themen der Wasserstoffverfügbarkeit, der Herstellung, des Transports debattieren. Und ich glaube, es muss eine runde Sache sein am Ende, dass das politische Commitment dahinter steht, jawohl, wir wollen in diese Richtung, wir wollen den Wasserstoff zum Durchbruch bringen, dass wir Unternehmer wie Sie haben, die anpacken, dass wir Interessierte haben, dass wir ein breites Netzwerk haben und mich freut es auch, dass sehr viele Interessierte heute eben dieser Veranstaltung auf digitalem Wege beiwohnen und das Thema Wasserstoff in die Fläche tragen, in alle Köpfe bringen. Ich bin überzeugt, Wasserstoff ist das Zukunftsthema schlechthin. Es ist auch die Antwort auf die Frage Arbeitsplätze der Zukunft und Klimadebatte. Also wir brauchen nicht auf Wohlstand und Arbeit verzichten, um das Klima zu retten, sondern wir retten das Klima, indem wir Wohlstand und Arbeitsplätze gerade auch bei uns in Bayern mit der Wasserstofftechnik absichern und voranbringen. Also alles Gute auf diesem Weg
Meine volle Unterstützung haben Sie. Wir tun seitens des Wirtschaftsministeriums alles dafür, dass der Wasserstoff einen Siegeszug hinlegt, den er verdient hat und den wir brauchen. Alles Gute, passen Sie auf sich auf und ich hoffe auf ein baldiges Wiedersehen mit besseren Umständen. Vielen Dank. Wie kann die Energiewende im Mobilitätssektor gelingen? Ohne deutliche Fortschritte bei der Senkung der verkehrsbedingten CO2-Emissionen werden Deutschland bzw. Europa ihre Klimaziele nicht erreichen. Immerhin entfällt mehr als 1/5 der deutschen energiebezogenen CO2-Emissionen auf diesen Sektor. Die weitgehende Dekarbonisierung des Mobilitätssektors stellt die Akteure, Politik und Anwender vor große Herausforderungen. Schwerlastverkehr und Industrie müssen ihre CO2-Emissionen bis zum Jahr 2050 um 60% senken. Der Druck für Flottenbetreiber ist groß. Alternative Antriebe und neue Kraftstoffe spielen deshalb im wachsenden Flottengeschäft eine sehr große Rolle. Das Konstrukt. Dazu braucht es innovative und nachhaltige Lösungen. Ein Kraftstoff der Zukunft. Wasserstoff gilt als ein wichtiger Baustein für eine nachhaltige Energiezukunft. Denn bei der Herstellung von Wasserstoff aus erneuerbaren Energien entstehen weder bei der Produktion noch beim Verbrauch Treibhausgasemissionen. Das Next Mobility Accelerator Konsortium hat es sich zum Ziel gemacht, Lkw und Busse mit Brennstoffzellen ebenso wie die Logistik zur künftigen Betankung zu fördern, damit Flottenbetreiber auch zukünftig die wachsenden Auflagen des Klimaschutzplans erfüllen können. In der strategischen Allianz bündeln die Unternehmensgruppen Paul und Meyer-Korduletsch gemeinsam mit Shell ihre Kompetenzen für ein flächendeckendes Angebot an Wasserstoff-Lkw und Bussen. Liebe Zuschauer, das waren unsere ersten Videos und Sie sehen es schon an einem der Bilder. Er ist jetzt live im Hintergrund zugeschaltet und ich werde jetzt auch schon die Präsentation für ihn starten. Dann haben wir da die Startfolie. Ich begrüße ganz herzlich jetzt als unseren ersten Live-Redner, aber es kommen noch weitere, kann ich Ihnen sagen, Dr. David Wenger, Inhaber und Geschäftsführer von Wenger Engineering aus Ulm. Wasserstoffperspektiven für den Transportsektor. Lieber David, die nächsten Minuten gehören dir und den Zuschauern. Vielen Dank, Silke, und vielen Dank auch an die unglaublich vielen Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich bin also sehr, sehr beeindruckt, wie viele Leute dabei sind. Ich habe auch gestern noch mit Herrn Meyer von Meyer-Korduletsch telefoniert. Ich freue mich ja immer, wenn ich mit Machern arbeiten darf und wenn ich es mit Machern zu tun habe. Und das stelle ich hier eindeutig fest in diesem Konsortium. Aber auch Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, haben ja mit ihren Füßen in dem Fall nicht ganz, aber zumindest mal mit ihren Fingern abgestimmt, dass dieses Thema wichtig ist und dass sie sich zu den Machern zählen. Ja, Wasserstoffperspektiven für den Transportsektor. Ich freue mich, Ihnen jetzt so in den nächsten ungefähr 10 Minuten ein paar Einblicke geben zu dürfen in die Zukunft, in die mögliche Zukunft von Wasserstoff als Kraftstoff. Zunächst mal noch zu mir. Einige Menschen, es soll ja immer noch Menschen geben, die mich nicht kennen. Ich bin auch ein bisschen weniger bekannt als ein Bundesminister, mache jetzt seit 17 Jahren Wasserstoff, habe in meinem früheren Leben bei der Firma Daimler gearbeitet, habe dort Brennstoffzellensysteme und Wasserstofftanks mitentwickeln dürfen, habe seit 14 Jahren meine eigene Firma, mache seit 13 Jahren rund um den Globus Wasserstoffprojekte, hatte selbst ein Brennstoffzellenfahrzeug, 4 Jahre jetzt ein Batteriefahrzeug. Ab Juni werde ich wieder, wenn man so will, back to the roots gehen und ein Toyota Mirai, also ein Wasserstoffauto haben. Werde Ihnen das jetzt nicht alles vorlesen. Habe mehrere Firmen im Wasserstoffbereich und versuche da wirklich auf der Welt Dinge auch umzusetzen. Wir als Firma Wenger Engineering GmbH entwickeln für nahezu alle großen und renommierten Firmen rund um den Globus Wasserstoffprojekte. Technologie, Systemtechnik, Komponenten haben viele Standards mitgestaltet und sind jetzt, ich bin auch gerade jetzt unterwegs, trotz Corona,
bin gerade bei einem Kunden, wo wir eine komplette Wasserstoffanlage als GU von A bis Z, wenn man so will, umsetzen darf. Sehen hier noch ein paar Kunden von uns, ich werde jetzt auch da nicht alles vorlesen, aber einfach damit Sie ein Gefühl dafür kriegen, mit wem Sie es hier zu tun haben. So, gehen wir mal in medias res. Wenn Sie Fragen haben, wir haben zwar heute nur eine kurze Fragerunde, die am Ende stattfinden wird, aber Sie können gerne die Fragen in den Chat schreiben. Wenn was übrig bleibt, dann werden wir versuchen, das auf einem anderen Weg am Ende zu beantworten. So, warum Wasserstoff? Deutschland ist aktuell sehr, sehr erfolgreich mit der Energiewende. Es gibt sicher noch ein paar Baustellen, die man verbessern kann, gerade was das Thema der Stromkosten betrifft. Aber wir haben letztes Jahr über 50% unseres Stroms aus erneuerbaren Energien hergestellt. Soweit, so gut. Aber diese Energien sind halt dadurch nicht planbarer geworden und wir produzieren auch sehr viel Strom nicht, weil die Netze diesen Strom eben nicht aufnehmen können. Und man könnte nicht nur, man kann und man sollte auch diesen Strom eben trotzdem ernten und ihn speichern. Und wenn man sich die Größenordnung anguckt, dann kann es dafür eben nur eine einzige Lösung geben. Und diese Lösung heißt Wasserstoff. Ich werde Ihnen gleich noch dazu was sagen. Und diesen Wasserstoff kann man nachher der Industrie zuführen. Man kann ihn rückverstromen oder man kann eben damit Fahrzeuge antreiben. So, warum macht man das jetzt nicht mit Batterien? Man liest ja immer in der Zeitung, dass Batterien so toll sind. Sind sie auch. Batterien sind aber von der Skala her nicht in der Lage, das abzudecken, was Wasserstoff abdecken könnte. Sie sehen hier eine Grafik vom DVGW. Das Erdgasnetz hat halt eine sehr viel größere Speicherkapazität. Das heißt, man kann Aufgaben wie Resilienz, sprich volkswirtschaftliche Unabhängigkeit, wie Saisonspeicher, Sommer, Winter, das können Sie mit Strom, mit Batterien nicht abdecken. Es geht nicht technisch. Mit Wasserstoff könnte man es hingegen sehr, sehr gut abdecken. Und allein deswegen wird Wasserstoff in Zukunft im ganz, ganz großen Maßstab benötigt. So, und jetzt sieht man immer wieder dieses Bild oder man liest in der Zeitung, dass Wasserstoffautos, in dem Fall PKWs, Unsinn seien, weil der Wirkungsgrad zu niedrig ist. Und das ist gerade Herr Dies, der sich dazu immer wieder äußert. Das stimmt natürlich, wenn ich jetzt nur den PKW als solchen angucke, dann stimmt das natürlich. Ich glaube trotzdem, dass diese Grafik falsch ist. Warum? Sie beginnt mit einem Netz, das aus 100% erneuerbarer Energie besteht. Es gibt auf der Welt nur 7 Länder, die das bisher geschafft haben. Die anderen haben das eben nicht geschafft. Deutschland gehört dazu. Das heißt, man müsste die Grafik mit 100% Produktionskapazität angucken, um die Sektorenkopplung eben wirklich abzubilden. Das heißt, wir werden den Wasserstoff ohnehin brauchen. Das heißt, das mag dann trotzdem noch sein, dass für Kurzstreckenfahrzeuge sind Batterieautos immer noch eine gute Lösung, ist gar keine Frage. Aber eben im Schwerlastverkehr, im Schienenbereich, im Busbereich, im Überlandbusbereich, da macht es extrem viel Sinn, Wasserstoff auch als also als reinen Kraftstoff anzuwenden. Und es macht für ein Exportland wie Deutschland einfach auch extrem viel Sinn, diese Technologie zu haben und zu exportieren. Hier unten noch einfach mal als Beispiel, die Firma Faun ist einer der Marktführer oder der Marktführer für Müllfahrzeuge. Es gibt diese Müllfahrzeuge mit Brennstoffzelle oder mit Batterie. Und wenn man sie eben mit Brennstoffzelle, sprich mit Wasserstoff antreibt, dann haben diese Fahrzeuge eben 11 Tonnen Ladekapazität ungefähr, gleiche mit Batterie und gleichen Reichweite 9 Tonnen Ladekapazität. Das heißt, mit einem Batteriefahrzeug, das ist zwar technisch dann ein bisschen effizienter, aber aus Sicht eines Entsorgungsbetriebs ist es eben dann weniger effizient, weil ich häufiger fahren muss, weil ich mehr Fahrer brauche, mehr Schichten brauche oder überhaupt mehr Fahrzeuge brauche. Das heißt, man kann jetzt diese Frage nicht nur beantworten anhand von, sagen wir mal, einer technischen Effizienz, von einer technischen Wirkungsgradkette des Antriebsstrangs, sondern man muss eben da andere Faktoren auch noch mit berücksichtigen.
So, jetzt habe ich mehrfach das Wort Brennstoffzelle verwendet. Viele von Ihnen wissen, wie das ist, wie sowas funktioniert. Viele werden es nicht wissen. Hier mal 2 Beispiele. Rechts von der Firma Ballard aus Kanada, Weltmarktführer für das Thema. Links von der Firma PowerCell aus Schweden, die mit Bosch wiederum eine Kooperation haben. Und Sie sehen hier in dieser Darstellung die 3 Hauptkomponenten, aus der diese Brennstoffzelle besteht. Die kommen auch aus Deutschland. Also Deutschland ist an der Stelle komponentenmäßig sehr, sehr gut aufgestellt. Stand heute, aber die anderen schlafen natürlich auch nicht. So vereinfacht gesagt wird in diese Brennstoffzelle halt der Wasserstoff reingegeben aus einem Tank. Der Sauerstoff kommt aus der Luft. Das wird miteinander reagiert zu H2O, also zu Wasser, und dabei wird Strom produziert und mit diesem Strom kann ich dann eben Fahrzeuge antreiben. So, die 2 Weltmarktführer, da muss ich Herrn Aiwanger natürlich ein bisschen ausbremsen oder widersprechen, ist vielleicht das falsche Wort. Die 2 Weltmarktführer kommen aus Korea und aus Japan in diesem Bereich und eben nicht aus Wolfsburg, München, Stuttgart oder Rüsselsheim. Toyota und Hyundai investieren gerade sehr, sehr viel Geld und Energie, um Fahrzeuge zu entwickeln. Und ich habe mir auch einen von diesen Toyota vorbestellt, schlicht und ergreifend, weil es von den deutschen Herstellern kein entsprechendes Angebot gibt. So, wo und wie tankt man Wasserstoff? Es ging ja im vorherigen Film auch ein bisschen ums Thema Infrastruktur. Für PKWs gibt es schon eine relativ gute Infrastruktur, ungefähr 100 Tankstellen. Da gibt es eine App oder eine Webseite, die heißt h2.live, sehr, sehr gut. Im Nutzfahrzeugbereich, im Busbereich gibt es das noch nicht in der Form. Bei Bussen wird man natürlich dann tendenziell auf Betriebshoftankstellen gehen. Für den Nutzfahrzeugbereich gibt es viele Absichtserklärungen und das ist ja auch das Thema von heute, dass das aufgebaut wird und es ist ja jetzt auch sehr schön zu hören, dass es ich sage jetzt mal im Raum Passau im weitesten Sinne wirklich Pioniere gibt, die jetzt dieses Thema aktiv vorantreiben und das macht auch sehr, sehr viel Sinn. So, wie sieht so eine Tankstelle dann aus? Jetzt hier in diesem Fall Pkw-Tankstellen, links 2 aus Deutschland, rechts eine aus Kalifornien. Das sieht am Ende das aus wie eine normale Tankstelle und man tankt den Wasserstoff ganz normal wie einen anderen Kraftstoff auch. Also man schließt da einen Schlauch an, drückt auf den Knopf. Also wer jemals in seinem Leben Erdgas getankt hat, weiß auch, wie Wasserstoff tanken geht. Es ist eigentlich sehr, sehr einfach, dauert ein paar Minuten. Noch eine Minute. Jawohl. So, andere Anwendungen, das Thema Nutzfahrzeuge, LKWs, Busse, Züge, Gabelstapler, also Sie können alles, was Räder hat, mit Wasserstoff antreiben und oben vielleicht auch noch wichtig zu wissen, es gibt eben nicht nur uns, Hyundai investiert gerade viele, viele Milliarden in dieses Thema. Auch China schläft nicht. Ich war vor 2 Jahren selber noch dort. Die investieren gerade richtig Geld. Also rechts sehen Sie eine Brennstoffzellenfabrik von der Firma Refire in China, die 20.000 Systeme produzieren können. Und in China wurde jetzt gerade vor wenigen Wochen bekannt gegeben, dass Hyundai die erste Auslandsfabrik aufbaut. Also China, Japan und Korea haben also ganz, ganz große Ambitionen in diesem Bereich und ich glaube, wir müssen sehr, sehr gut aufpassen, dass die uns nicht das ganze Wasser abgraben. So, und ich muss auch sagen, also es ist teilweise auch für uns hier sehr frustrierend. Es gibt zwar viele Förderprojekte, aber es ist in der Praxis also extrem zäh. Ich konnte mir diesen Hinweis jetzt natürlich auch nicht ganz verkneifen, wenn jetzt hier die Politik auch schon sehr, sehr stark vertreten ist. Bitte, bitte, bitte sorgen Sie dafür, dass diese Förderinstrumente, die es gibt, die wirklich auch gut sind, auch besser anwendbar werden für uns Mittelständler, damit wir das auch wirklich machen können. So, Fakt ist, Wasserstoff wird kommen, ob wir wollen oder nicht. Und entweder wir sind dabei oder wir sind nicht dabei, als Land, als Region, als Volkswirtschaft.
Wir sind in vielen Bereichen sehr, sehr gut, aber in der Skalierung muss man ganz klar feststellen, sind uns die Asiaten, China, Korea und Japan deutlich voraus. Und wir müssen da wirklich, wirklich, wirklich aufpassen, dass wir auch in Zukunft die Technologie exportieren können, dass die Technologie aus Deutschland kommt und dass sie nicht nur nach Deutschland kommt. So, in diesem Sinne, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich sehe zahlreiche Fragen. Silke, wie viele Stunden haben wir für die Fragen? Ja, wir haben -1 Minute, lieber David, aber ich kann Ihnen sagen, liebe Zuschauer, natürlich werden wir im Nachgang die Fragen alle beantworten. Wir schauen sie uns an. Es gibt ja auch noch mannigfaltig mehr Möglichkeiten, dann die Fragen zu beantworten. Teilweise machen wir das parallel auch schon im Chat, weil ich kann Ihnen sagen, ich bedanke mich im Namen des Konsortiums an dieser Stelle recht herzlich bei Dr. Wenger von Wenger Engineering. Lieber David, vielen Dank für deine Einblicke und ich bin sicher, wir sehen dich ein anderes Mal an dieser Stelle wieder. Und dann darf ich jetzt nämlich schon den nächsten Sprecher hier begrüßen, Dr. Kaufmann, seines Zeichens Innovationsbeauftragter der deutschen Bundesregierung aus dem Bundesministerium für Bildung und Forschung. Lieber Herr Dr. Kaufmann, sehr schön, dass Sie da sind. Wir freuen uns riesig, an dieser Stelle von Ihnen Einblicke zu bekommen, was Sie denn so in dem Bereich Schwerlastverkehr mit uns vorhaben. Herzlich willkommen, die Bühne gehört Ihnen. Ja, vielen Dank, Frau Frank. Ich habe jetzt diesen Headset hier auf. Komischerweise heute kann man mich denn gut verstehen, ja? Super. Wunderbar. Sieht ein bisschen komisch aus, aber okay. Ja, erstmal vielen Dank für die freundliche Einladung, Herr Wenger, Herr Frank, Herr Ziegler, Herr Mayer, Herr Salomon, Herr Wasner, Herr Wüllhorst und all die anderen, die jetzt zuhören. Vielen Dank für die freundliche Einladung. Ich freue mich ja, dass trotz der Pandemie zahlreiche Veranstaltungen nicht ausfallen, sondern eben jetzt digital stattfinden und natürlich auch die heutige Clean Trucking Konferenz zu einem sehr wichtigen Thema. Ja, das Leben in der Pandemie ist aktuell eine große Herausforderung natürlich für jeden Einzelnen von uns und über dieser anspruchsvollen Aufgabe dürfen wir aber nicht ein zentrales Megathema vergessen und das ist der Klimawandel. Ich denke, für uns alle ist heute noch unvorstellbar, was auf uns zukommen wird, wenn wir eben nicht rechtzeitig auf die Veränderungen des Klimawandels eingehen. Und wir haben hier eine Riesenverantwortung und wollen ja schließlich auch bis 2050 klimaneutral werden. Und mit diesem ehrgeizigen Ziel im Blick haben wir ja schon einiges erreicht. Der Anteil der erneuerbaren Energien im Strombereich hat sich ja maßgeblich erhöht, lag 2020 immerhin bei 46%. Damit haben wir durch erneuerbare Energien insgesamt 227 Millionen Tonnen an Treibhausgasemissionen vermieden. Und das sind tolle Ergebnisse. Aber da ist natürlich noch Luft nach oben und erneuerbare Energie in der Stromerzeugung ist eben nur ein erster Schritt. Und damit nun erneuerbare Energien zukünftig in allen Bereichen der Energieversorgung eine signifikante Rolle spielen, ist der Einsatz von grünem Wasserstoff notwendig. Erneuerbare Energien speichern, sie über weite Strecken transportieren und eben auch in allen Sektoren einsetzen. Das eben macht der grüne Wasserstoff möglich. Und deshalb sind wir ja nun auch sehr entschlossen, letztes Jahr im Juni in die grüne Wasserstoffwirtschaft eingestiegen mit der nationalen Wasserstoffstrategie. Und wir haben nicht nur ein Papier geschrieben, wir haben 9 Milliarden Euro aus dem Konjunkturprogramm in diese Strategie hineingegeben, 7 Milliarden für den nationalen Hochlauf und 2 Milliarden für internationale Kooperationsprojekte. Und damit bringen wir Wasserstoff jetzt eben auch in die Bereiche und Sektoren, die sich eben nur sehr schwer elektrifizieren lassen. Denken Sie an die Industrie, denken Sie an den Schiffs- und Flugverkehr und natürlich denken Sie besonders an den Verkehrssektor, an den Lkw-Sektor. Und Sie kennen die Zahl, vielleicht wurde sie auch schon genannt heute. Der Straßenverkehrssektor verursacht jährlich 41 Millionen Tonnen CO2. Das ist 1/4 des gesamten Verkehrssektors. Und um nun tatsächlich Wasserstoff in alle Bereiche bringen zu können, und darüber sollten wir uns natürlich auch einig sein, brauchen wir zum einen deutlich größere Mengen und zum anderen ein transportierendes Transportsystem für grünen Wasserstoff. Wir wollen in Deutschland Erzeugungskapazitäten aufbauen, 2030 von bis zu 5 Gigawatt, weitere 5 Gigawatt, dann also 10 Gigawatt bis 2040. Aber auch diese Menge wird bei weitem nicht ausreichen, um Deutschlands Bedarf an grünem Wasserstoff in all den genannten Bereichen zu decken. Deshalb können wir unseren zukünftigen Wasserstoffbedarf also nur durch Importe decken. Und das gelingt mit grünem Wasserstoff aus sonnen- und windreichen Regionen Australiens, Afrika oder Südamerikas, aber auch aus Kanada, dem Mittleren
und Nahen Osten oder europäischen Ländern wie Schottland, Spanien oder Portugal. Mit all diesen Ländern sind wir in intensiven Gesprächen. Das ist Teil meines Tagesgeschäftes, hier auch sehr viel internationale Lieferbeziehungen sozusagen aufzubauen und zu schauen, wo eben dieser grüne Wasserstoff dann auch für den Lkw-Sektor und die anderen Bereiche herkommt. Wir brauchen also internationale Partner, die uns gemeinsam den Weg in die grüne Wasserstoffwirtschaft ebnen, Partner, mit denen wir leistungsfähige und belastbare Lieferpartnerschaften aufbauen können. Mit Afrika erstellen wir gerade einen Potenzialatlas, wo wir genau untersuchen, wo wir eben dort auch gute Produktions- und Exportbedingungen für grünen Wasserstoff vorfinden. Mit Australien arbeiten wir an einer Machbarkeitsstudie, was die Verschiffung von grünem Wasserstoff als Ammoniak beispielsweise oder LOHC oder Methanol über weite Strecken per Schiff ermöglicht. Lieferpartnerschaften auf Augenhöhe ermöglichen uns aber nicht nur den Import nachhaltig erzeugter Energie, sondern sie öffnen auch den Markt sondern auch die Tür zu neuen Märkten. Schließlich kommt Technologie zur Erzeugung, zum Transport und zur Nutzung von grünem Wasserstoff im internationalen Wettbewerb eine übergeordnete strategische Bedeutung zu. Und wir wollen auch mit unserer Wasserstoffstrategie, dass der weltweite Wasserstoffmarkt mit Technologien aus Deutschland betrieben wird. Also insofern eine Doppelstrategie. Import von grünem Wasserstoff und Export von deutscher Technologie, Green Technology sozusagen, beim Bau von Elektrolyseuren und vielem anderen mehr. Eins ist klar, dafür müssen wir auch im Bereich der Forschung und Entwicklung dieser Technologien die Nase vorn haben. Und wenn ich jetzt auf den wichtigen Bereich des Lkw-Verkehrs, des Trucking-Verkehrs schaue, dann sind da natürlich 3 Dinge wichtig. Wir haben verschiedene Entwicklungen in diesem Bereich, die mit Wasserstoff zusammenhängen. Zum einen sehen wir immer mehr Firmen, die an der Erforschung oder der Entwicklung von reinen Wasserstoffverbrennungsmotoren arbeiten. Zum Beispiel die Firma Deutz, MAN, auch Daimler, auch Mahle, für große Nutzfahrzeuge, für die schweren Maschinen, für Räumfahrzeuge beispielsweise, vielleicht auch für Pistenbullis und so weiter, kann aber natürlich auch im Lkw-Bereich möglicherweise eine Rolle spielen, also Direktverbrennung von Wasserstoff, ein großer Bereich. Dann natürlich die große Diskussion über die Brennstoffzelle. Das hat ja Herr Wenger auch schon angedeutet in dem, was ich gerade gehört habe. Heftige Diskussionen wirklich jetzt auch, die Herr Dies und auch VW jetzt hier treiben, die sozusagen sagen, die Brennstoffzelle hat im Lkw keine Zukunft. Gerade dieser Tage wieder eine Veröffentlichung, wogegen ich mich auch sehr stark wende, auch jetzt auf Twitter einige Gefechte geführt habe mit der Batterielobby, den Tesla-Jüngern und all denen, die da eben auf reine batterieelektrische Antriebe setzen. Sie wissen selber, und das wurde ja auch genannt, dass es ganz viele Firmen gibt, die das anders sehen. Daimler mit Volvo, dieses wichtige Joint Venture, die ja schon gegen Ende der Dekade jetzt 27, 28 einen Brennstoffzellen-Truck für eine Reichweite um die 1000 Kilometer auf den Weg bringen wollen. Wir haben gerade heute im Handelsblatt den Bericht über Bosch gelesen mit einem Joint Venture jetzt mit Kinling. Dort sollen in China 2030 bis zu 1 Million Brennstoffzellen, Lkw auf die Straße kommen. Das sind große Projekte. Toyota wurde genannt, jetzt auch im Pkw-Bereich, will aber mit Hino und der US-Firma Kenworth jetzt auch in der 3. Generation Lkws produzieren. Hyundai hat sein großes Projekt mit der Schweiz, 1300 Lkws für Migros und diesen Lebensmittelhandel dort. Nikola mit Iveco, Renault ist bei Daimler dabei. Und in den USA gibt es auch noch Hyzon Motors, die hier unterwegs sind. Also ich will nur sagen, es ist ein bisschen sehr einseitig, wenn jetzt hier dies auch für den Lkw der Brennstoffzelle keine Zukunft bescheinigt. Das sehen sehr viele Hersteller anders. Und ich halte das aus den auch von Herrn Wenger genannten Gründen für richtig. Wir brauchen Brennstoffzellenfahrzeuge, auch made in Germany. Wir brauchen es als Technologiestandort. Wir haben eine sehr viel höhere Wertschöpfung natürlich auch bei diesen Fahrzeugen. Und wir sollten jetzt nicht in die Situation kommen, dass wir nicht nur PKWs, sondern auch LKWs jetzt eben in aller Welt kaufen müssen, aber nicht hier produzieren. Im Übrigen gibt es wichtige Vorgaben aus Brüssel. Wir haben bis 2050 müssen unsere Lkw-Bauer die CO2-Emissionen durchschnittlich um 15% senken, bis 2030 sogar um 30% senken.
Das zeigt, dass auch von der regulatorischen Seite her der Druck wächst und deshalb hat Wasserstoff im Lkw-Bereich eine Zukunft und deshalb ist es wichtig, dass es diese Konferenz heute gibt und ich bin ja auch mit einigen der Beteiligten schon im Gespräch gewesen, finde das sehr gut und hoffe mit Ihnen gemeinsam auf eine Zukunft auch des Wasserstoffs im Lkw-Bereich. Ich bin sehr zuversichtlich, dass uns das auch mit deutscher Technologie gelingen wird und freue mich jetzt auf eine noch kurze nachgelagerte Diskussion. Danke sehr. Lieber Herr Dr. Kaufmann, ganz herzlichen Dank für Ihre Einblicke und natürlich haben wir viel mehr Fragen, als wir jetzt in, wenn ich auf die Agenda schaue, 5 Minuten schaffen, aber lassen Sie uns einfach ranklotzen, weil das Thema der heutigen Konferenz ist ja auch, wir reden nicht nur, wir machen, also legen wir los. Verena Ginter möchte gern wissen, gibt es aktuell Förderprogramme für die Anschaffung von Nutzfahrzeugen mit Wasserstoffantrieb? Also das BMVI hat ja Förderprogramme, die für klimaneutrale Fahrzeuge sozusagen jetzt nicht nur Wasserstoff, aber auch mit rein elektrischen Antrieben sozusagen die Anschaffung subventioniert und soweit ich weiß, gibt es auch schon für Nutzfahrzeuge. Wenn nicht, dann sollte es demnächst kommen. Aber nehme ich gerne auch nochmal mit ins die Gespräche mit den Kollegen vom Verkehrsministerium. Wir hörten, da wird es demnächst was geben. Und ich kann Ihnen sagen, Winfried Beckmann, das Thema Umrüstung ist ja genau das heutige Thema. Er fragt nämlich, warum keine alten Busse und Lkw auf Wasserstoff, Brennstoffzellenbetrieb umrüsten, Herr Dr. Kaufmann, dann hätten wir die nötige Wasserstoffnachfrage. Ja, das Thema Umrüstung funktioniert ja bei Nutzfahrzeugen besser jetzt. Die Firma Faun wurde angesprochen. Man kann tatsächlich Müllfahrzeuge und so weiter relativ gut umrüsten. Ich denke, das ist auch technisch im Bereich der LKWs und Busse möglich. Da wird es auch oder gibt sicherlich auch Anbieter, die das machen können. Ist natürlich auch ein Thema für die kleine und mittlere Unternehmen, für Handwerker. Von daher natürlich wäre ein guter Weg. Allerdings sind natürlich die Kosten noch relativ hoch, wenn man jetzt Einzelumrüstungen macht und ist dann eben die Frage, wer ist bereit, es dann auch zu bezahlen. Aber natürlich würde man hier relativ schnell dann auch eine Nachfrage nach grünem Wasserstoff generieren. Aber ich habe es ja angedeutet, noch haben wir praktisch gar keinen grünen Wasserstoff am Markt. Wir müssen jetzt beginnen, zum einen hier national die Produktion hochzufahren und zu starten und eben international Wasserstoff zu importieren. Aber für die erste Zeit jetzt können wir leider sowieso nur auf grünen Wasserstoff momentan zurückgreifen. Und deshalb ist das Wichtigste jetzt eigentlich, dass wir in die Wasserstoffproduktion einsteigen von grünem Wasserstoff und eben auch Importbeziehungen aufbauen. So, der Chat rennt, über 1400 Leute sind drin, momentan live, Dr. Kaufmann, kein Wunder, kommen so viele Fragen. Wir haben noch 2 Minütchen Zeit. Ich habe noch eine Sache. Ihr Kollege Herr Scheuer, Minister Scheuer betonte, sagt Robin Zahlwert, dass künftige Förderprogramme ein großer Verfechter auch der Wasserstofftechnologie ist. Das sollte sich auch in entsprechenden Förderprogrammen dann niederschlagen. Genau. Tankstellen haben wir noch ein Thema. Martina Hummel-Manzau fragt, wie sollen die Tankstellen denn ausgebaut werden? Ja, das ist natürlich ein großer Bestandteil jetzt der Wasserstoffstrategie. Wir haben ja diese 7 Milliarden aufgeteilt auf die einzelnen Ministerien. Das Verkehrsministerium hat ungefähr 1,6 Milliarden bekommen. Und natürlich soll da auch ein größerer Teil in die Infrastruktur gehen. Wir müssen jetzt vor allem natürlich dann auch im Bereich Lkw-Tankstellen zubauen. Viele dieser rund 100 Wasserstofftankstellen sind noch nicht für die Lkw-Betankung geeignet. Es wird jetzt auch darum gehen, Tankstellen zu bauen, die Lkw und Pkw natürlich betanken können. Das ist das Ziel und der Schwerpunkt wird jetzt sicherlich auch darauf liegen, in den nächsten Jahren dann eben Lkw-Tankstellen aufzubauen. Also wir wissen, oder ich darf mal so formulieren, wir haben von Ihnen verstanden, Sie sind offen, vor allem mögen Sie gerne diejenigen, die wirklich dann Projekte umsetzen. Und ich kann Ihnen sagen, liebe Zuschauer, das hat das Next Mobility Accelerator Consortium definitiv vor. Sie werden es nachher auch noch von den 3 Veranstaltern hier hören und wir wissen, Herr Dr. Kaufmann, die Linie zu Ihnen steht und wenn wir dahingehend Schmerzen haben, werden wir Sie anrufen. Alles andere kommt bestimmt noch die nächsten Wochen und Monate. An der Stelle, die Zeit ist schon wieder um, möchte ich
Ihnen im Namen des Konsortiums, im Namen der Veranstalter hier, der Paul-Nutzfahrzeuge Shell und Meyer Corduledge ganz herzlich danken, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben. Und wir freuen uns auf ein nächstes Treffen mit Ihnen. Sehr gerne. Und ich freue mich, dass Sie die Fahne hochhalten, jetzt auch für die Brennstoffzelle im Lkw-Bereich und bin, wie gesagt, zuversichtlich. Alles Gute auch der Konferenz. Danke. Vielen Dank. Liebe Zuschauer, dann darf ich Ihnen sagen, wir haben noch ein Video für Sie vorbereitet, geht in eine etwas technischere Richtung. Es geht um die Value Chain und das darf ich Ihnen jetzt vorführen. Der Transport- und Logistiksektor wächst weltweit und damit bislang ebenso die CO2-Emissionen. Um den Transportsektor in Zukunft zu dekarbonisieren, arbeiten Fahrzeughersteller und Energieunternehmen an alternativen Antrieben und Kraftstoffen. Eine Möglichkeit dafür bietet Wasserstoff. Doch wie kommt der neue Energieträger vom Produktionsort zur Tankstelle? Wie entsteht Wasserstoff? Wasserstoff wird mittels Elektrolyse gewonnen. Dabei wird Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff gespalten. Der Wasserstoff wird aufgefangen und verdichtet, so dass er zum Anwender transportiert werden kann. Wasserstoff verursacht keine schädlichen Emissionen bei der Verbrennung, nur Wasserdampf. Und wird Wasserstoff durch Strom aus erneuerbaren Energiequellen hergestellt, verursachen Brennstoffzellenfahrzeuge praktisch keine Emissionen. Was tut Shell, um zur Minderung des CO2-Ausstoßes im Transportsektor beizutragen? Wir sind der Überzeugung, dass Wasserstoff im Transportbereich eine große und wichtige Rolle spielen wird, vor allen Dingen im Schwerlastbereich. Die hohe Energiedichte des Wasserstoffs ermöglicht große Reichweiten bei gleichzeitiger schneller Betankung. Wir engagieren uns an vielen Stellen, wenn es rund um Wasserstoff geht. Das heißt, von der Herstellung in der Elektrolyse bis hin zur Infrastruktur zur Betankung der Fahrzeuge. Deswegen ist die Zusammenarbeit mit Fahrzeugherstellern und Tankstellenbetreibern so ausgesprochen wichtig für uns, wie zum Beispiel die Firmen Paul-Nutzfahrzeuge oder Meyer Corduledge. Der Transport von Wasserstoff ist aufwendig und teuer. Daher haben wir zusammen mit unseren Partnern 3 Versorgungspunkte im Umkreis von 100 Kilometern geplant. Die Belieferung der Stationen erfolgt über H2-Trailer zwischen den Versorgungspunkten. Die Stationen werden in 2 Druckstufen ausgelegt, 350 und 700 bar. Um mittelfristig einen wirtschaftlichen Betrieb der Tankstellen zu gewährleisten, benötigen wir eine Frequenz von mindestens 40 LKWs pro Tag. Wir möchten damit der Politik und der Gesellschaft ein Angebot machen, um den Markthochlauf für die Anwendung von Wasserstoff im Schwerlastverkehr zu beschleunigen. Die Firma Paul zeichnet sich seit vielen Jahren aus als innovatives Unternehmen und so haben wir uns Mitte des letzten Jahrzehnts schon auf den Weg gemacht, das Thema Elektrifizierung vorwärts zu treiben. Zum einen auf das Thema E-Highway-Fahrzeug, einen oberleitungsgeführten LKW zu bauen und das letztendlich vor 3 Jahren kam dann der letzte Durchbruch, wo wir dann den E-Vario in einen elektrischen LKW umgebaut haben. Das heißt Diesel raus und eine E-Achse rein mit batterieelektrischen Antrieb. Und das war eigentlich der Start auch für die neue Technologie im Hause Paul. Also bei der letzten PIN-Veranstaltung haben wir uns dann einem neuen Thema verschrieben. Zum einen wollten wir in unserem Konsortium mit Meyer Corduledge und Shell das Thema Wasserstoff aufs Korn nehmen, mit dem Ziel, dass wir das Henne-Ei-Problem in der Region Ostbayern hier mal lösen, um dann letztendlich das Ganze auch bundesweit skalieren zu können. Die Idee dahinter steht, dass wir einen 16-Tonnen LKW als Wasserstoff-LKW umbauen und die Firma Shell und die Firma Meyer Corduledge würden sich um die Infrastruktur bzw. Beschaffung des Wasserstoffs und Betankung des Fahrzeugs dann kümmern. Liebe Veranstalter des heutigen Tages, jetzt dürfen Sie doch glatt mal die Kameras anmachen und die Mikrofone. Liebe Zuschauer, ich darf Ihnen nach unserem kurzen Einblick in die Value Chain, auf Deutsch die Wertschöpfungskette hier in der Wasserstofftechnologie,
die wichtigsten Personen vorstellen. Das sind die Macher des heutigen Tages. Ich darf ganz herzlich begrüßen in einem Duo, im Übrigen Corona getestet natürlich und in Wahrheit auch viel weiter voneinander weg. Das macht die heutige Technik, nämlich so die beiden Herren. Lorenz Meyer, Geschäftsführer der Meyer-Korduletsch-Gruppe und Bernhard Wasner, Mitglied der Geschäftsführung der Paul Group, senden heute aus dem schönen Vilshofen an der Donau zu uns in die deutsche Welt und im anderen Rahmen hier zu sehen Dr. Fabian Ziegler, Vorsitzender der Geschäftsführung der Deutschen Shell Holding GmbH. So, das ist das Trio der nächsten halben Stunde. Liebe Zuschauer, ich würde sagen, meine sehr geehrten Herren, von der Wasserstoffproduktion bis zum Wasserstoff-LKW. Sollen wir loslegen? Sind Sie bereit? Ein kurzer Test der Stimme vielleicht. Ja. Hallo, Frau Frank, sehr verehrte Damen und Herren. Hallo, hört man mich? Wunderbar, Herr Dr. Ziegler, Herr Meyer, Herr Wasner auch. Dann legen wir doch mal los mit unserer Diskussionsrunde. Dr. Ziegler, ich darf mit Ihnen beginnen. Shell, Hydrogen for the Transport, steht hinter Ihnen. Sie betätigen sich seit mehr als 20 Jahren auf allen Stufen einer Wasserstoffwirtschaft. Was sind Ihre Pläne? Wir haben es gerade im Chat schon gehört, die Produktion des grünen Wasserstoffs, die Pläne für die Produktion des grünen Wasserstoffs. Ja, vielen Dank, Frau Frank. Ich freue mich wahnsinnig, hier zu sein und möchte mal anfangen mit der Aussage, dass Shell und Wasserstoff ist ja so wie Shell und Mobilität. Das gehört total zusammen. Und mir auch wichtig die Feststellung, dass wir kein Ölunternehmen sind. Wir sind dabei, uns zu einem Netto-Null-Emissionsunternehmen zu wandeln. Und wollen gerade in Deutschland einen wirklich großen Beitrag zum Aufbau eines neuen Energiensystems leisten. Und das ist eine gigantische Aufgabe. Sie ist enorm und wir müssen das ganze Piano spielen. Und entsprechend ist Wasserstoff absolut zentral. Wir wollen hier eine führende Rolle spielen als Shell und für uns ist das Thema grüner Wasserstoff. Ich habe vorher im Chat eine Frage beobachtet. Und wir wollen auch die gesamte Wertkette spielen. Also das heißt Grünstromproduktion, durch Elektrolyse Wasserstoff herstellen, die Logistik, die Verteilung, aber dann natürlich ganz stark die Vermarktung und zunächst auch die Nachfragegenerierung. Und wir denken sehr systemisch, wir denken sehr international, aber eben auch lokal. Und wir glauben, wir müssen ein System aus Systemen bauen. Und einige Dinge, die wir jetzt gerade tun, so als Shell, in der Nordsee große Produktionsprojekte, Nordh 2 in Holland, Aquaventus sind wir beteiligt in Deutschland. Es geht für uns um lokale Produktion. In der Rheinland-Raffinerie werden wir im Juni einen 10 Megawatt Elektrolyseur in Betrieb nehmen. Der wird den ersten grünen Wasserstoff in Deutschland herstellen. Das wird in einer zweiten Phase hochskaliert und auch ein großes Projekt im Raum Hamburg. Und natürlich sind wir auch sehr stark mit unseren Kunden unterwegs. Wir verstehen uns als Dekarbonisierungspartner. Und ich habe vorher einige Stimmen gehört zum Import, das wir Deutschland brauchen. Und auch hier wollen wir mitmischen. Und in all dem ist natürlich das Next Mobility Accelerator-Projekt für uns ein absolutes Highlight. Es ist ein extrem wertvoller und aus meiner Sicht einer der spannendsten Bausteine. Das mal von meiner Seite, Frau Frank. So, jetzt haben wir dann ja den grünen Wasserstoff, ne? Denken wir uns das einfach mal so. Und dann kommen wir natürlich dazu, dass wir den dementsprechend auch verteilen müssen. Lieber Herr Meyer, das wird dann Ihre Aufgabe werden, habe ich vernommen. Die erste Betankungsinfrastruktur für Lkw möchten Sie in Passau errichten, hörten wir. Wie möchten Sie genau die Versorgung mit grünem Wasserstoff sicherstellen? Genau, danke für die Frage, Frau Frank. Für grünen Wasserstoff brauchen wir, wie wir im Video schon gehört haben, auch grünen Strom. Deshalb arbeiten wir sehr eng mit der Verbund AG zusammen. Die Verbund AG ist der größte Grünstromproduzent aus Österreich
und auch hier bei uns in der grenznahen Region auch einer der wichtigsten Produzenten. Wir haben geplant, mehrere Versorgungspunkte zu errichten im Umkreis von 50 bis 100 Kilometern. Somit können wir zum einen für den Markthochlauf geringe Logistikkosten realisieren, weil die Anfahrtswege kurz sind, und haben auch die Möglichkeit, eine redundante Versorgung aufzubauen, was einfach wichtig ist für eine durchgängige Versorgung. Die Stationen haben wir auch kurz im Video erklärt. Die wollen wir dann über H2-Trailer versorgen, und einige Punkte an einigen Stationen sind wir in der Evaluierung, ob eine Vor-Ort-Elektrolyse sinnvoll ist. Bis 2026 können wir so bei uns in der Region über 200 LKWs und Busse mit grünem Wasserstoff versorgen. Und wir haben auch schon an die Zukunft gedacht, an die Skalierung darüber hinaus. Da haben wir uns einem IPCEI-Interessensbekundungsverfahren angeschlossen, das eben auch das Blue Danube-Projekt mit der Verbund AG, das eine durchgehende Wertschöpfungskette, eine durchgehende Supply Chain aufbaut für grünen Wasserstoff. Vielen Dank, Herr Meyer, an der Stelle. So, jetzt haben wir den Wasserstoff produziert, verteilt, und was fehlt noch? Das Fahrzeug. Lieber Herr Wasner, das ist Ihr Spezialgebiet. Geben Sie uns doch einfach mal 2, 3 Stichworte zu Ihrer langjährigen Expertise. Stimmt es, dass Sie einer der größten Fahrzeugumrüster Deutschlands sind? Und welchen Kontakt hatten Sie denn bisher zum Wasserstoff? Ja, danke, Frau Frank, für die Frage. Also schade, dass wir nicht wie üblich den PIN 21 hier live in den Hallen von Nutzfahrzeuge abhalten können, dann würde sich eigentlich die Frage nach dem größten Fahrzeugbauer wahrscheinlich von selbst beantworten. Ich glaube, wenn man die eindrucksvollen Hallen sieht, hat man auch im Video gesehen, dann ist es klar, was wir hier haben, ist nicht selbstverständlich. Und diese Voraussetzungen, die wir hier haben, nicht nur hier bei PAL Nutzfahrzeuge am Standort in Albersdorf, sondern auch noch an den beiden anderen Standorten, die räumlichen Gegebenheiten sind schon so gegeben, dass wir auch Stückzahlen hier durchschleusen können, sowohl im Service als auch im Fahrzeugbau. Ein Thema bei PAL ist immer schon das Thema innovatives Denken und vor allem Visionen, die man hat und die man auch verfolgt. Und das sind die Grundgene auch bei PAL, und das hat sich einfach über die Jahrzehnte auch ein Stück weit verfestigt. PAL Nutzfahrzeuge ist ein jahrzehntelang anerkannter Umbaupartner auch oder längerte Werkbank von Daimler oder auch anderen Fahrzeugherstellern oder Großkunden. Also wir haben uns wirklich über lange Jahre einen Namen gemacht. Und ich glaube, auch jeder kennt irgendwo PAL Nutzfahrzeuge, wenn es um irgendwelche Spezialfahrzeuge geht oder Ähnliches. Das Thema Wissensaufbau ist geschehen natürlich über die Jahre auch im Thema Elektrifizierung, hauptsächlich jetzt auch über batterieelektrische Antriebe der letzten Jahre. Wir haben den Dieselvario zum E-Vario umgebaut und in Serie auf die Straße gebracht. Aktuell läuft ein Projekt zusammen mit einem zwischen 2 Niederbayern und einem Hamburgern. Und das klappt relativ gut, und wir haben uns auch in diesem Jahr relativ stark gegenseitig angestachelt, wo wir natürlich auch ein sehr breites Netzwerk uns aufgebaut haben und jetzt eigentlich bereit sind, die Ärmel hochzukrempeln und jetzt wirklich was zu machen. Das ist unsere Aufgabe. Es gibt auch immer wieder Diskussionen, die hier das Ganze wieder in Frage stellen von Kunden, von Partnern oder was auch immer. Aber wir wissen alle, zum einen gemeinsam sind wir stärker, und zum anderen ist es so, jeder kann ein Haar in der Suppe suchen, und wer so lange Haare in der Suppe sucht, der sieht nicht mehr über den Tellerrand hinaus. Und ich glaube, das ist momentan in diesem Thema ein ganz entscheidendes. Und deshalb wollen wir jetzt gemeinsam vorwärts gehen und hier wirklich uns dem Thema ernsthaft annehmen. Und dazu haben wir auch in diesem Konsortium und auch anderen Kooperationspartnern, die wir jetzt schon haben, eine sehr gute Voraussetzung geschaffen. Vielen Dank, Herr Wasner. Ernsthafte Worte haben wir vorhin auch schon vernommen. Es war schon der eine oder andere Hinweis an die Politik ja auch drinnen. Stichwort Energiewende, Herr Dr. Ziegler. Welche Bedeutung hat denn Wasserstoff für Sie für die Energie- und Verkehrswende, vor allem im Bereich Schwerlastverkehr in Deutschland? Oder denken Sie über Deutschland hinaus und global? Ja, gute Frage, Frau Frank. Und ich habe vorher gesagt, der Klimawandel hier ist eine enorme Herausforderung.
Wir sprechen hier von gigantischen Energiemengen, die ersetzt werden müssen, die umgebaut werden müssen von links nach rechts. Und entsprechend nochmals die Feststellung, dass wir müssen das ganze Piano spielen. Und der Wasserstoff wird ja oft so als Königsweg für die energieintensiven Branchen angesehen. Man nennt das oft hard to abate, also Dinge wie Stahl, Zement, die ganze Schwerindustrie. Wir als Shell sind aber ganz stark der Überzeugung, dass der Wasserstoff auch sehr viel in der Mobilität gebraucht werden wird. Wir denken, und ich glaube, Minister Scheuer hat das angesprochen, andere auch, gerade die schweren Mobilitätsanwendungen, also Züge, Schiffe, die Luftfahrt etc., die werden Wasserstoff brauchen. Und gerade im Straßenverkehr, die großen, starken, lange, weitfahrenden Nutzfahrzeuge sind schlicht zu schwer für die Batterie. Und entsprechend sehen wir hier extrem viel Raum für den Wasserstoff. Und genau dieses Segment, der Schwerlastverkehr, das ist halt so ein Heimgeschäft der Shell, was wir seit Jahrzehnten betreiben. Und unser Denken ist, dass wir ganz tiefe Sektorenpartnerschaften brauchen, also mit Brennstoffzellenherstellern, mit den Fahrzeugherstellern, mit Spediteuren, mit Spezialtransportunternehmen, mit den Infrastrukturpartnern. Also genau, was Sie hier und heute live sehen. Vielleicht noch der kurze Hinweis, dass wir als Shell Partner im Konsortium H2 Accelerate sind. Das ist eine breite, europaweite Partnerschaft, wo auch die großen Hersteller vertreten sind. Da geht es darum, halt ein europaweites Tankstellennetz dediziert herzustellen. Das wird so rund 20 Tankstellen für Deutschland 2028 sein und ich glaube rund 40 über Europa, und das ist natürlich auch nur ein Beginn. Und die Frage regional oder global, ich glaube, es ist ganz deutlich, wir brauchen beides. Wir müssen regional aufbauen, Nachfrage herstellen, Dinge tun. Und wir brauchen die globale Welt schlicht, um langfristig skalieren zu können. Und auch wenn die Märkte hochgefahren sind, werden die Mengen so hoch sein, dass halt ein globales Produktionssystem neben einem lokalen Produktionssystem gleichermaßen wichtig sein wird. So, dann haben wir, vielen Dank, Herr Dr. Ziegler, an der Stelle. Ich gehe mal wieder nach Bayern in den Süden Deutschlands zurück, gedanklich zu Herrn Mayer. Wir wissen alle oder haben jetzt spätestens gelernt, hoffentlich, dass eine funktionierte und gut austarierte Betankungsinfrastruktur die Grundlage für die Versorgung Ihrer geplanten Fahrzeuge ist. Wie würde denn das Zusammenspiel und die Gewichtung zwischen den öffentlichen und privaten Tankstellen aussehen? Also wer darf denn da dann tanken? Genau. Also da haben wir eigentlich eine ganz klare Linie. Wir planen ausschließlich öffentlich zugängliche Tankstellen zu errichten. Einfach aus dem Grund, da eine Skalierung der Betankungsinfrastruktur enorm wichtig ist, um einen wirtschaftlichen Betrieb zu gewährleisten. Wir brauchen viele Fahrzeuge an der Tankstelle. Da ist auch zum einen durch die Clean Vehicle Directive und die RED2-Richtlinie brauchen auch immer mehr Flottenbetreiber und der ÖPNV einfach Alternativen für einen CO2-freien Verkehr. Und daher ist es aus unserer Sicht nur sinnvoll, die Infrastruktur allen Marktteilnehmern zugänglich zu machen. Wir haben konkret unsere erste Station bei der Firma Paul auf dem Betriebsgelände in Passau geplant. Der Standort ist autobahnnah und zugleich nahe am Stadtzentrum der Stadt Passau, was aus unserer Sicht ideal ist, weil zum einen können wir den ÖPNV bedienen mit Wasserstoff und die ersten Fahrzeuge der Firma Paul. Und perspektivisch auch noch ein guter Standort, um den Transitverkehr zu bedienen. Standorte spielen eine wichtige Rolle. Wir sehen auch ganz klar unsere Rolle im Konsortium, diesen Bedarf an Wasserstoff an den Stationen zu bündeln.
eben auch aufgrund unserer breiten Kundenstruktur, die wir ja heute schon bedienen mit Kraftstoffen. So, Herr Wasner, Sie sind bestimmt noch da. Vielen Dank, Herr Mayer, für die Beantwortung. Jetzt gehen wir wieder zum Fahrzeug zurück. Ich habe gelernt von Ihnen, der Prototypenbau soll 2021, also dieses Jahr laufen. Sie sind mittendrin. Projektstart dann in 2023. Wie sieht für Sie denn das ultimative Fahrzeug aus? Mal 2 sein mit 5,30 Meter Radstand, mit einem Zentralantrieb, entsprechender Brennstoffzelle, 100 kW Batterie und so weiter, also auch Tanks. Wir werden eine Reichweite von 350 Kilometer bis 400 Kilometer hinbekommen. Das Ganze ist natürlich auch ein Stück weit abhängig, wo das Fahrzeug eingesetzt wird. Dementsprechend werden wir natürlich auch die Fahrzeuge auslegen. Also das ist schon auch ein Stück weit unsere Aufgabe noch. Aber für den Prototypen jetzt wollen wir einfach mal das Laufen lernen. Zum anderen haben wir großes Glück jetzt, dass wir einen großen deutschen OEM als Kooperationspartner für dieses Projekt gewinnen konnten. Und das natürlich uns auch dazu antreibt, dieses Fahrzeug auch dann auf gleichen Standard zu bauen. Das heißt, wir wollen natürlich hier auch ein Fahrzeug an einen Kunden ausliefern, das auch dann wirklich deutsche Qualität hat und auch einem deutschen Qualitätshersteller entspricht. Also das ist unsere Aufgabe. Darüber hinaus denken wir natürlich auch, wie die Firma Mayer schon weiter. Es gibt ja noch mehrere Themen wie jetzt Service, Betankung, Telematik-Themen, später Service, Schulungen, die Fahrer müssen geschult werden. Da müssen wir viel lernen, da müssen wir alle zusammen viel lernen und da müssen wir auch uns noch viel weiter in die Zukunft denken. Wir müssen viel mit den Kunden reden, vor allem am Anfang. Und all diese Dinge, die laufen parallel jetzt, um einfach hier wirklich ein rundum sorglos Paket auch dem Kunden zum Schluss anbieten zu können. Bis hin, dass wir sogar Finanzierungsmöglichkeiten haben für die Fahrzeuge und auch natürlich nicht nur jetzt ein klassisches Fahrzeug bauen für ein, keine Ahnung, Paketverteiler, sondern auch denken wir schon an andere Branchen wie Lebensmitteltransporte oder, keine Ahnung, kann ein Kommunalfahrzeug werden. So, haben Sie es gehört, liebe Zuschauer? Ein großer deutscher OEM, also ein Fahrzeughersteller, hat er gesagt. Und ich bin mir sicher, bleiben Sie einfach dran an dem Konsortium. Dann wird es auch in Zukunft dieses Jahr noch weitere Infos geben. Das wird jetzt eine laufende Serie werden, wo wir Sie auf dem Laufenden halten, wie die nächsten Schritte sind und wie es vorangeht. Das hat auch mit Investitionen zu tun. Herr Dr. Ziegler, dann sind wir wieder bei Ihnen gelandet, bei Shell. Warum findet im konkreten PIN21-Projekt die Investition denn hier in Deutschland statt? Und wie sieht der Aufbau eines Tankstellennetzes dann konkret aus Ihrer Sicht? Ja, zwei kurze Feststellungen zu Anfang. Das eine ist, wir müssen das Henne-Ei-Problem lösen. Und da komme ich gleich wieder zurück zu. Und das andere ist, wir haben gehört, es wird viel globalen Wettbewerb geben und den gibt's ja schon. Wir hatten vielleicht so einige schmerzhafte Hinweise, dass in Japan, in Korea, gerade im Pkw-Sektor vielleicht mehr passiert ist. Und ich glaube, wir haben alle das Gefühl mitgenommen, wir müssen hier Vollgas geben. Und ich wäre diesbezüglich sehr zuversichtlich und bin damit Minister Scheuer und Staatsminister Aiwanger einer Meinung. Und gerade in Deutschland, glaube ich, ist alles da, was man braucht, um ein klarer Wasserstoff-Weltmarktführer zu sein. Wir haben die Politik, wir haben die Gesellschaft, die Energiewende wollen. Deutschland hat eine gescheite Wasserstoffstrategie aus unserer Sicht. Und wir haben hier die Kundschaft, wir haben die Technologieunternehmen. Das ist alles da. Dennoch braucht es halt Macher, die das Henne-Ei-Problem lösen. Und ich muss gestehen, als Shell sind wir stolz, in diesem Konsortium mit Paul und Maja Korduletsch zu sein. Und ich sehe Dutzende von Wasserstoffprojekten. Und was ich hier sehe, ist eins der coolsten Projekte, weil es halt wirklich vom Kunden zurückgedacht ist.
und weil hier Kompetenz da ist über die ganze Kette, weil Entschlossenheit da ist, weil Agilität da ist, aber trotzdem halt das intelligente Nutzen globaler Fähigkeiten. Und ich muss gestehen, dass so ein Ansatz, von denen gibt's nicht viele. Die wenigsten denken so stark vom Markt zurück und so anwendungs- und praxisorientiert. Und darum bin ich überzeugt, dass dieses Konsortium Erfolg haben wird. Und ich glaube, wenn hier das Henne-Ei-Problem vielleicht zunächst im bayerischen Raum gelöst ist, dann hat das unglaublich viel Replikationspotenzial in ganz Deutschland und wer weiß, vielleicht auch darüber hinaus. Also das wären meine Gedanken dazu, Frau Frank. Vielen Dank, Dr. Ziegler. Und liebe Zuschauer, jetzt habe ich den Namen gerade nicht mehr im Chat, das war vor einigen Chatnachrichten schon, aber ich habe gelesen, da hat einer auf das Schweizer Projekt hingewiesen. Das war soeben die Antwort von Dr. Ziegler von dem Next Mobility Accelerator Consortium auf das Schweizer Projekt und dann schauen wir mal, wer dann später mal auf wen schaut. So, ich schaue jetzt wieder auf Herrn Meyer in Vilshofen. Sie haben mir in Ihrem Vorbereitungsgespräch verraten, weil das gibt's noch nicht, dass es am Autobahndreieck A3, A94, jetzt muss ich kurz spickeln, einen Autohof geben soll. Das Dreieck ist momentan ja im Bau, 2026 wohl Fertigstellung. Was werden wir denn dann genau dort vorfinden? Genau. Das Autobahndreieck A3, A94 ist für uns in der Region mit Sicherheit der wichtigste Verkehrsknotenpunkt in Zukunft. Denn zum einen haben wir da die A3, das ist die wichtigste Ost-West-Verbindung nach Bayern, und die A94 mit der Verbindung ins Chemiedreieck und der Verbindung nach München. Wir haben dort wirklich ein Leuchtturmprojekt geplant. Dort möchten wir Betankungsmöglichkeiten für alle Energieträger der Zukunft anbieten, sprich Wasserstoff natürlich, LNG, vorausgesetzt die steuerliche Regelung ändert sich, und konventionelle Kraftstoffe und natürlich einen großen Schnellladepark. Des Weiteren möchte auch die Firma Paul dort einen weiteren Standort errichten. Zudem möchten wir dort Gastronomie und Übernachtungsmöglichkeiten anbieten und natürlich sehr viele Lkw-Stellplätze, die bei uns in der Region auch schon sehr knapp sind. Das Herzstück wird ein integriertes Energiekonzept sein, bei dem Wasserstoff die zentrale Rolle spielt. Wir sind auch ganz froh, dass wir für die Planung dieses Vorhabens noch 3 Jahre Zeit haben, da, wie Sie erwähnt haben, die Autobahn 2026 fertiggestellt werden soll. Und das ist für uns ein idealer Vorbereitungszeitraum. Bei dem Projekt wird sich auch wieder zeigen, wie wichtig die partnerschaftliche Zusammenarbeit aller Akteure ist, denn so ein Projekt kann man wirklich das Potenzial nur ausreizen, wenn alle an einem Strang ziehen. Aber es ist ein spannendes Projekt, auf das freuen wir uns auf jeden Fall schon. Da bin ich mir sicher. Und nach diesem Webinar heute freuen sich genau 1500 andere Leute, die nämlich gerade live hier bei uns zuschauen, hoffentlich mit Ihnen und melden sich auch hiermit vielleicht auch einfach zwischendrin mal, liebe Zuschauer, der Aufruf. Ich habe einige Male im Chat schon ein paar Ideen gesehen. Sie können sich dann direkt danach an das Next Mobility Accelerator Consortium tatsächlich wenden und dann auch konkret mitmachen, so Sie denn eine gute Idee für die Herren haben. Ich bin mir sicher, da gibt es dann genügend Austausch und viel Austausch dann danach noch. Herr Wasner, jetzt haben wir noch, bevor der erste Teil unserer Runde zu Ende geht und wir noch 2, 3 Fragen aus dem Chat mit reinnehmen werden, habe ich noch eine letzte Frage für Sie. Wie sieht denn der Zeitplan aus? Wann werden wir das erste wirklich fahrende Fahrzeug, selbstfahrende Fahrzeug sehen? Und welche Skalierung haben Sie denn vor? Also der Druck ist ja sehr hoch, den haben wir uns auch selbst auferlegt und wir hoffen, dass wir in diesem Jahr noch das erste Fahrzeug vom Hof rollen lassen, zumindest als Prototyp. Im nächsten Jahr wollen wir dann in Kleinserie gehen für Validierung, Zulassungsthemen, auch dann schon in Kundenerprobung gehen und ab 2023 soll dann der Start in
in Richtung Serie gehen. Natürlich ist klar, auch das Thema Stückzahlen beschäftigt uns und wir werden mit Sicherheit nicht einen OEM-Konkurrenz machen wollen oder einen Fahrzeughersteller, weil wir natürlich auch irgendwo begrenzt sind. Und das wollen wir auch gar nicht. Wir wollen einfach jetzt frühzeitig uns mit dem Thema beschäftigen, einen Namen im Markt machen für alternative Antriebe. Und wir haben ja auch noch wesentlich andere Projekte laufen und auch unser täglich Brot- und Buttergeschäft, das wir nicht ganz vernachlässigen dürfen, weil Stand heute sind wir eben noch kein Serienproduzent. Aber ich sage mal so, wenn wir im schlimmsten Fall 500 Fahrzeuge produzieren müssten pro Jahr, dann ging das noch. Alles, was darüber wäre, müssten wir dann wahrscheinlich erweitern. Aber so denken wir jetzt mal und sind auch so hier sehr zuversichtlich, dass wir das Ganze jetzt so umsetzen können. So, wunderbar. Just in time nennt man das. Ich würde nachher einmal ein kleines Fazit ziehen. Jetzt gehen wir mal noch für ein paar Minuten. Wir haben noch Zeit, 8 Minuten noch. Dann kommen Ihre Kunden zu Wort. Dann kommen die Herren von DHL, der Berliner Stadtreinigung und der Regionalverkehr Köln hier auf die virtuelle Bühne. Und dazwischen nehme ich noch ein paar Fragen rein. Ich fange mal an mit Dr. Ziegler. Clara Krüger schreibt, Shell war einer der Treiber von Nord Stream. Soll dies parallel verlaufen oder steigen die Bemühungen im Wasserstoffbereich bei Ihnen dann überproportional? Ja, Frau Krüger, vielen Dank für die nicht mit Nord Stream eigentlich sehr wenig zu tun. Ne? Und ich möchte da nicht tiefer einsteigen, wenn Sie mir das bitte nachsehen. Ne? So, dann steigen wir doch mal in die Distributionslogistik ein. Ich glaube, Herr Mayer, das ist ein Thema für Sie. Hartmut Fehrenbach, hallo Herr Fehrenbach. Hexagon Purus ist somit auch mit am Start. Bauen Sie die Distributionslogistik mit flüssigem oder komprimiertem Wasserstoff auf? Also da haben wir nach aktuellem Stand, werden wir das mit komprimiertem Wasserstoff machen, voraussichtlich auf 500 Bar Basis die Trailer. Und die Betankungsinfrastruktur dann auf 350 beziehungsweise 700 Bar für den Pkw. So, dann bleiben wir gleich kurz bei Ihnen. Moritz Heidmann möchte nämlich wissen, was investieren Sie denn dann pro Tankstelle, um den Wasserstoff zur Verfügung zu stellen? Das ist noch eine gute Frage. Also bei den Lkw-Tankstellen ist es so, dass die eigentlich für jeden Anwendungsfall speziell engineert werden müssen. Und da gibt es jetzt keinen Preis von der Stange. Also wir haben die Anforderungen aufgenommen, wissen, was wir brauchen. Und jetzt geht es da auch dann an Ausschreibungen. Und aber wir schätzen, dass das ist noch ein einstelliger Millionenbetrag, aber ein mittler einstelliger Millionenbetrag darf man für so eine LKW-Station schon rechnen. Und es wurde vorhin schon kurz angesprochen, aber die Frage kam nochmal, daher erlaube ich mir, sie nochmal zu stellen, von Markus Eberle. Welche Technologie wird denn vorangetrieben? 350 oder 700 Bar oder beides? Für die Betankungsinfrastruktur fokussieren wir uns für den Schwerlastverkehr schon auf die 350 Bar erstmal. Die Stationen sollten aber so ausgelegt werden, dass man auch im PKWs im 700 Bar Bereich bedienen kann. Auf der Fahrzeugseite, glaube ich, kann die Firma Paul noch was dazu sagen, sind es auch die 350 Bar. Dr. Ziegler, eine Frage von Robert Bock. Hat denn grüner Wasserstoff aus Abfall bei Ihnen auch eine Chance? Ich glaube, langfristig ist das ein spannendes Thema. Wir müssen ja Nachhaltigkeit weiterdenken. Nachhaltigkeit hört nicht bei CO2 auf. Nachhaltigkeit letztlich muss in sehr holistisches Kreislaufwirtschaftsdenken münden. Und mir sind einige Verfahren bekannt, wie man Abfall zur Herstellung von Wasserstoff hinzuziehen kann. Wir denken auch sehr stark bei Abfall und Abfallwirtschaft über biogene Komponenten für die Energiewende nach. Aber es ist nicht Schritt 1. Und Schritt 1 ist tatsächlich die Herstellung
und die Verwendung von grünen Wasserstoff wettbewerbsfähig zu machen. Ne? Aber Herr Bock, die Tür ist offen und ist ein Thema, was man sich tiefer anschauen muss. Bleiben wir kurz noch bei Ihnen, Dr. Ziegler. Stichwort grüner Wasserstoff. Winfried Beckmann meint, Shell und grüner Wasserstoff sei ein Widerspruch an sich. Was haben Sie denn für eine Definition für grünen Wasserstoff? Darüber wird ja auch immer wieder diskutiert. Was ist für Sie grüner Wasserstoff? Also ich bin traurig zu hören, dass gewisse Kollegen hier einen Widerspruch sehen zwischen Shell und grünem Wasserstoff. Und ich möchte nochmals ganz stark betonen, wir haben eine extrem klare Strategie, die Richtung Netto Null Emissionen geht. Ich kann Ihnen sagen, dass Tausende von Shell-Menschen und 4000 Shell-Mitarbeiter in Deutschland für diese Vision brennen. Wir meinen das und für uns ist das auch eine Herzenssache. Also ich hoffe, dass so dieses tiefe Commitment der Shell in Sachen Klimawandel und CO2-Neutralität wirklich rüberkommt. Grüner Wasserstoff heißt für uns, er kommt aus erneuerbarem Strom. Und wir glauben, dass das gerade in Deutschland langfristig der Königsweg ist. Wir glauben aber auch, dass man pragmatisch sein muss und insbesondere in der Markthochlaufzeit halt Türen auch offen halten muss für Dinge wie blauen Wasserstoff. Aber der Königsweg für uns langfristig deutlicherweise grüner Wasserstoff. So, dann habe ich noch Herr Wasner. Sie sitzen auch noch da natürlich. Habe ich eine Frage von Antonia Haring. Wie viel kostet eine Umrüstung im Vergleich zum Neubau eines Fahrzeugs? Ja, es kommt immer darauf an, natürlich auf den Fahrzeugzustand. Da muss man natürlich auch eines bedenken, wenn man jetzt ein Fahrzeug umrüsten muss. Die Königsdisziplin ist ja immer die funktionale Sicherheit herzustellen. Das heißt, man muss die Software erstmal entwickeln und schreiben. Das war auch jetzt der Weg, warum wir gesagt haben, wir legen uns auf einem Fahrzeugtyp fest, wo wir einfach auch dann zusammen mit Partnern hier eine Software entwickeln, einen Standard entwickeln, um hier vorwärts zu kommen, und wir müssen nicht mehr diesen Weg gehen, dass wir jetzt ein Fahrzeug zunächst mal restaurieren müssen oder auf den Zustand des gebrauchten Fahrzeugs Rücksicht nehmen müssen. Deshalb haben wir uns jetzt hier nicht für das Retrofitting entschieden, sondern wollen hier wirklich auf ein Neufahrzeug uns ausrichten. So, eine Frage. Sie geht an Herrn Mayer. Ich stelle es mal offen in die Runde, bevor wir jetzt auch gleich schon die nächste Runde eröffnen werden. Vielleicht die letzte Frage. Was halten Sie denn von der Speicherung und Transport von Wasserstoff per LOHC, Liquid Organic Hydrogen Carrier? Das kann mit Sicherheit eine gute Option sein. Wir selbst haben uns jetzt damit noch nicht im Detail auseinandergesetzt. Wir sind aber unter anderem in diesem IPSAI-Projekt mit der Verbund AG, wird diese LOHC-Technologie forciert und versucht eben grünen Wasserstoff von Osteuropa über die Donau bis nach Bayern zu bringen. Und da findet die Technologie Anwendung in einem Versuchsstadion. Also wir denken auch, das kann eine gute Ergänzung sein für einige Anwendungsfälle. Am Ende wird das mit Sicherheit, werden das die Kosten entscheiden, welcher Transportweg der wirtschaftlichste ist. Wunderbar. Auch hier just in time. Ich mache mal die Kameras noch mal kurz, Herr Dr. Salomon, Dr. Frank, aus. Sie dürfen dann gleich sichtbar werden. Ich darf jetzt unserer Vorrunde ganz herzlich danken. Shell, Meyer Cordoletsch und Paul Nutzfahrzeuge. Ich fasse mal zusammen, was haben wir gelernt? Wir reden nicht nur, wir machen tatsächlich. Wir laden Sie ein, liebe Zuschauer, gemeinsam mit uns zu liefern, und wir skalieren für eine lebenswerte Zukunft mit größtmöglicher Flexibilität. Von daher schreiben Sie an das Next Mobility Konsortium. Die E-Mail-Adresse wird auch nochmal in den Chat gepostet. Ich darf an der Stelle dann danken und die 3 nachfolgenden Herren ganz herzlich begrüßen.
und ein herzliches Auf Wiedersehen an der Stelle nach Vilshofen und an Herrn Dr. Ziegler. Dankeschön. So, jetzt haben wir als nächste Runde, Sie dürfen jetzt auch sehr gerne Ihre Kameras anmachen, meine Herren, wieder nur eine Herrenrunde, aber umso schöner, weil Sie haben richtig tolle Aussagen im Gepäck, bin ich mir sicher. Wen haben wir denn hier alles? Es werden jetzt gleich sprechen und mit mir diskutieren zum Thema Praxis, potenzielle Anwender aus dem Mobilitätssektor berichten. Dr. Salomon, Vice President Go Green und Fahrzeugtechnik der Deutschen Post AG. Wolfgang Wühlhorst, der Leiter des Fuhrparkmanagement der Berliner Stadtreinigung. Und Dr. Marcel Frank, Geschäftsführer der Regionalverkehr Köln GmbH. Dr. Salomon, ganz herzlich willkommen. Starten wir mal mit Ihnen. Wir haben in dem Fall die deutschlandweite Sicht, die beiden anderen sind eher regional unterwegs. Sie können es aber nachher natürlich noch besser erzählen, wo Sie unterwegs sind. Jeder kennt die gelben Fahrzeuge. Fast täglich sieht man eins irgendwo direkt bei sich am Haus oder im Büro vorbeifahren. Wie sieht denn Ihre momentane Flotte aus und bei welchen Fahrzeugen konkret denken Sie denn an Wasserstoffantrieb? Ja, wir haben eine Flotte von knapp 60.000 Fahrzeugen im Betrieb. Großteil ist auf der letzten Meile unterwegs. Das sind die Fahrzeuge, die auch bei Ihnen in der Regel an der Haustür vorbeikommen. Da setzen wir sehr stark auf die E-Mobilität. Das ist, denke ich mal, auch allgemein bekannt. Aktuell haben wir 15.000 Fahrzeuge, Elektrofahrzeuge alleine schon im Betrieb und werden das auch weiter ausbauen, weil wir auf der letzten Meile ganz klar sehen, relativ überschaubare Reichweiten, da ist die E-Mobilität die erste Wahl. Spannender ist die Frage, was auf der Langstrecke und in der schweren Klasse passiert. Und da ist durchaus der Wasserstoff eine extrem interessante Option. So, extrem interessant. Dr. Frank, Wasserstoff, für Sie ein Thema, das für Sie nicht neu ist. Seit über 10 Jahren wissen diejenigen, bestimmt auch einige unserer über 1500 Zuschauer hier heute, sind Sie schon im Wasserstoffbereich unterwegs, haben Sie Erfahrungen mit dem Wasserstoffantrieb im täglichen Betrieb tatsächlich. Die ersten beiden Phileas-Busse, wir erinnern uns, gingen 2011 an den Start. Welche Vorteile bringt Ihnen denn an der Stelle diese Realerfahrung? Ja, wir sind, wie Sie gesagt haben, seit über 10 Jahren jetzt schon im Thema Wasserstoff unterwegs. Und ja, gerade die Anfangsphase, die hatte so einige Aspekte, die gar nicht zu verachten sind, nämlich einerseits zu gucken, hinsichtlich sind die Fahrzeuge eigentlich geeignet für unsere Verkehre. Wir fahren sehr viele Überlandverkehre. Passt das mit der Reichweite? Passt das auch mit dem Tankverhalten? Derartige Sachen, das waren so die erste Phase. Dann ein Thema, was man nicht unterschätzen darf, gerade auch Kommunikation und Mitnehmen der Belegschaft, also Kolleginnen und Kollegen, gerade sich mit dem Thema Wasserstoff zu befassen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man die mitnimmt. Und das Dritte, das ist das Thema Kostenstrukturen, dass man schon bei den Probebetrieben wirklich merkt, Mensch, wie sind die Kostenstrukturen, wie sind Invest, wie ist Instandhaltung, wie ist dann Betriebskosten hinterher. So, und dann haben wir noch, vielen Dank für die Antwort, den Sie eine sehr große Bandbreite an Fahrzeugen besitzen. Sie dürfen sich noch einmal das Mikrofon von grau auf hellblau, ja. Wunderbar. Also wir haben nicht so viele Fahrzeuge wie bei die DHL oder die Post, aber für den Kommunalbetrieb, wir sind der größte kommunale Betrieb, ist die Zahl eigentlich auch schon relativ groß. 1800 Fahrzeuge haben wir in den verschiedensten kommunalen Einsatzfeldern. Ich gebe hier mal ein Beispiel. Wir haben 333 Abfallsammelfahrzeuge, davon sind 165 mit CNG betrieben. Das heißt, wir machen das schon seit 10 Jahren und sparen so auch über den geschlossenen Biokreislauf über 10.000 Tonnen CO2 im Jahr ein. Warum sage ich das? Das ist ein Beispiel dafür, dass Umweltschutz und damit auch Emissionsminderung bei uns seit langem schon eine Rolle spielt und diesen Weg gehen wir auch konsequent weiter. Wir haben über 230 Elektrofahrzeuge im Einsatz. Hier auch nehme ich gerne das Beispiel, wo wir zusammen mit Paul und BPW ein Altfahrzeug elektrifiziert haben. Und das hat jetzt nochmal einen längeren Lebenszyklus von 6 bis 8 Jahren.
Und wir haben dort 30 Fahrzeuge von im Einsatz. Und das auch im letzten Winter, die laufen stabil in Berlin, haben nicht nur noch das typische orange Bild, sondern auch das orange Bild mit der grünen Silhouette. Und es ist eine Botschaft in die Stadt. Und wir reden auch bei Elektromobilität nicht über Stückzahlen 1 und eine geringe Visibility, sondern wir haben auch 25 Kehrmaschinen schon voll elektrisch im Einsatz. Und das heißt, die müssen auch die volle operative Leistungsfähigkeit schaffen. Da sind die Fahrzeuge von Paul oder auch die Elektrofahrzeuge gut unterwegs. Und da bin ich auch froh, dass wir damit einen Beitrag für mehr Lebensqualität in der Stadt liefern können. Das definitiv, und wir merken hier auch immer wieder, es ist wichtig, dass die Leute die Technologie tatsächlich sehen. Womit können wir das am besten erreichen? Natürlich auf der Straße, direkt in den Kommunen in Deutschland, auch auf den Fernstraßen. Das ist ja heute auch definitiv unser Thema, und was den Wasserstoffverbrauch angeht, sind sich LKWs und Busse auch gar nicht so fern. So, gehen wir wieder zu DHL, zu Dr. Salomon zurück. Haben Sie denn schon dann LKWs bestellt? Erzählen Sie uns doch ein bisschen was über Ihre Skalierungspläne. Naja, das ist in der Tat dieses NRI-Problem. Aktuell gibt es halt noch keine LKWs am Markt, die verfügbar sind. Wenn, würde man sowieso erstmal mit einer Erprobung anfangen, weil wir haben auch bei der E-Mobilität gelernt, das ist jetzt kein Selbstläufer, dass man einen Schalter umlegt und dann hat man plötzlich einen Elektrobetrieb. Das Gleiche wird für Wasserstoff gelten, da wird man auch eine Menge lernen müssen. Aber aktuell ist das Hauptproblem, dass erstmal Fahrzeuge in der Klasse verfügbar sein müssen, die auch für uns funktionieren. Sind Sie denn mit Anbietern im Gespräch? Wir sind mit verschiedenen Anbietern im Gespräch. Mal weiter, mal weniger weit. Grundsätzlich ist es natürlich eine Problematik, dass Sie für einen Wasserstoff-LKW erstmal einen Elektro-LKW brauchen. Ja, und wenn Sie nach Elektro-LKWs schauen, wird es schon recht dünne. Erst recht, wenn das Fahrzeug hängertauglich sein soll. Und dann diese Kombination aus einem Basisfahrzeug, das wäre in diesem Fall der Elektro-LKW plus Brennstoffzelle, das ist halt noch eine Entwicklungsarbeit, die allerdings meiner Meinung nach notwendig ist, wenn wir halt auf dem Weg Energiewende weiterkommen sollen. Denn ich denke auch, dass Wasserstoff in Zukunft eine sehr große Rolle spielen muss. Herr Wüllhorst, ich habe es gesehen, Sie haben gerade ein bisschen gelächelt. Da komme ich doch glatt wieder zu Ihnen. Vielen Dank an der Stelle, Herr Salomon. Herr Wüllhorst, Sie sind sozusagen, wenn ich sagen darf, ein Neuling in der Anwendung von Wasserstoff im Vergleich zu Dr. Frank mit seinen 10 Jahren Erfahrung. Ende April, verbessern Sie mich, ich glaube aber, es war Ende April, kommt doch Ihr erster LKW, ein Brennstoffzellen-Müllsammelfahrzeug. In welcher Gewichtsklasse sehen Sie denn den Brennstoffzellenantrieb der mobilen Zukunft? Also es ist ein Elektrofahrzeug mit Range Extender und der Range Extender ist die Brennstoffzelle. Ja, wir bekommen ein Abfallsammelfahrzeug Ende April und wir freuen uns mit dieser Technologie wirklich auch mit für uns neuen Technologie ins Rennen zu gehen. Und wir bekommen nicht nur ein Fahrzeug, sondern wir haben 6 weitere bestellt. Und wir sind auch froh, dass wir über das Programm Saubere Luft noch die Möglichkeit haben, diese Bestellung in diesem Jahr um 8 weitere Fahrzeuge zu erweitern. Natürlich werden wir das nur tun, wenn die Fahrzeuge dann auch den stabilen Betrieb ermöglichen. Und das müssen sie auch mal erstmal beweisen. Aber da bin ich Fahrzeug in Berlin im Einsatz. Das Thema, dass wir hier eine Einschränkung in der Nutzlast haben, weil Batterien wiegen halt ein bisschen viel und dann können wir weniger Müll mitnehmen. Und das ist das Problem. Definitiv ein Punkt. Im Übrigen im Chat kommen auch schon die ersten Fragen rein. Da kommen wir nachher dazu. Wir sammeln noch ein bisschen. Herr Dr. Frank in Köln, wie sieht denn da Ihre momentane Flotte aus und der konkrete zukünftige Zeitplan zu den bestehenden Fahrzeugen, auch in Bezug auf eine passende Wasserstoffinfrastruktur? Ja, gerade das Zusammenspiel ist ja sehr spannend. Ich hatte vorhin das Stichwort Henne-Ei-Problem schon gehört. Das ist natürlich bei uns im Busbereich nicht anders.
Die beiden Fahrzeuge, die wir 2011 im Probebetrieb hatten, die sind mittlerweile nicht mehr im Einsatz. Das lag aber, um das zu betonen, nicht an dem Wasserstoffteil, sondern an anderen Fahrzeugkomponenten. Und seit 2015 fahren wir unsere Flotte jetzt moderat immer weiter nach oben. Wir hatten mit 2 Fahrzeugen angefangen. Aktueller Stand ist, dass wir von 2 verschiedenen Herstellern insgesamt 38 Busse im Einsatz haben und konkret dieses Jahr noch 14 weitere geliefert kriegen. Am Anfang hatten wir eine externe Tankstelle in Betrieb, die reicht bei Weitem für die Busflottengröße nicht aus. So haben wir jetzt uns gezwungen gefühlt, in den letzten Jahren 2 eigene Tankstellen zu bauen und in Betrieb zu nehmen, was auch nicht selbstverständlich aus meiner Sicht ist für ein ÖPNV-Unternehmen. Und so ist auch die weitere Entwicklung, dass wir unsere Flotte bis 2030, das sind dann noch ungefähr 250 weitere Fahrzeuge, umstellen wollen und da auch entsprechend noch weitere Tankstellen bauen werden. Tankstellenbau geht vielleicht bei den Herren Wüllhorst und Frank ganz gut. Herr Salomon, wird bei Ihnen ein bisschen schwieriger, wenn wir da einfach an die geografische Ausrichtung Ihres Unternehmens denken. Wo möchten Sie denn dann die Fahrzeuge einsetzen? Was müssen die LKWs können? Und wer kümmern Sie sich dann firmenintern um die Wartung, wo Sie doch eigentlich ein anderes Geschäftsmodell haben? Ja, also Wartung ist definitiv nicht unser Geschäftsmodell. Also gesehen ist eben halt genau das auch ein Thema. Ja, es gibt sicherlich Fahrzeuge auf Umbaubasis, die sind dann aber in der Regel regional, was den Service angeht, beschränkt. So gesehen würde man halt, wenn man pilotiert, auch, ist natürlich auch für den, auch wenn es ein OEM wäre, hätte man wahrscheinlich das Thema, dass auch die Werkstätten eine ordentliche Qualifikation brauchen für solche Fahrzeuge, dass man tatsächlich regional anfängt, um dann eben auch tatsächlich parallel ein Tankstellennetz zu bekommen. Ja, das ist nicht wirtschaftlich vertretbar, dass ich einen LKW eine halbe Stunde zu einer Tankstelle fahren lasse, weil halt das Netz noch sehr dünn ist. Das sind auch Themen, die wir halt bei Biogas sehen, beispielsweise LNG, wo auch das Tankstellennetz natürlich nicht die Dichte hat, wie es beim konventionellen Fahrzeug der Fall ist. Aber wir brauchen eben auch ein Servicenetz für solche Fahrzeuge, wenn wir bundesweit unterwegs sein sollen, weil es halt nichts hilft, ein schönes Auto zu haben, das aber dann nicht repariert werden kann, weil halt keine Werkstatt in der Nähe ist. Grundsätzlich sind wir im Lkw-Segment vom 7,5 Tonner bis zum 40 Tonner unterwegs und hätten auch genau in dieser Klasse dann entsprechend Bedarf. Wichtig ist, dass die Fahrzeuge halt hängertauglich sein müssen. Das ist aber heutzutage immer noch wegen der erforderlichen Bremsleistung der Anhänger eine recht große Herausforderung, weswegen auch die E-LKWs, die heute bisher verfügbar sind, eben dieses Kriterium noch nicht aufweisen. Und das beschränkt uns dann natürlich auch beim Thema Wasserstoff, weil ein Elektro-LKW ist in der Regel ja die Basis für einen Wasserstoff-LKW. So, jetzt gehe ich mal kurz in den Chat rüber. Vielen Dank an der Stelle. Und zwar schreibt Kari Stengel, es wurden von Herrn Dr. Ziegler sowie von Herrn Dr. Frank von einem Problem gesprochen. Für die Einsteiger hier, ja, bei über 1500 Leuten gibt bestimmt auch Einsteiger und nicht nur Experten, da haben Sie recht. Um was für ein Problem handelt es sich und worin besteht die Herausforderung? Herr Stengel, da geht's um das Henne-Ei-Problem. Wir sind da tatsächlich im tierischen Bereich unterwegs und nehmen da dieses Wortspiel raus. Sie haben es richtig gehört, Henne-Ei-Problem. Es geht einfach darum, was wird zuerst da sein, Infrastruktur oder die Fahrzeuge. So. Und dieses Problem wird, ich bin selber über 15 Jahre in der Wasserstoffbranche, eigentlich schon immer diskutiert. Mit diesem Konsortium hier wage ich die Prognose, werden wir diesen fast schon Treppenwitz gehandeltes Wortspiel vielleicht dann bald nicht mehr sagen müssen. Tatsächlich geht es aber auch um Rahmenbedingungen, um Förderbedingungen seitens der Politik natürlich, kommen wir gleich noch dazu. Herr Wüllhorst, Politik ist das gute Stichwort. Sie sitzen in Berlin, da sitzt auch unsere, auf jeden Fall Bundespolitik. Sie arbeiten dort in unserer Hauptstadt und natürlich wird im einen oder anderen Fall nochmal genauer zu Ihnen geschaut nach Berlin. Wo sehen Sie denn in weiteren Bereichen die Chancen für Wasserstoff und welche Punkte sind Ihnen als kommunaler Betrieb wichtig? Also Wasserstoff wird in verschiedensten Einsatzfeldern seine Zukunft haben. Jetzt betrachte ich das natürlich speziell mit den Anforderungen als kommunalen Betrieb. Ja, für unsere Aufgaben in Berlin, Klasse N1, N2, mehr elektrisch sein. Und in der Klasse N3 sehe ich schon eine große Chance für die Brennstoffzelle. Aber wir
Sie haben das gerade angesprochen, Infrastruktur. Wir reden immer alle so gerne über Fahrzeuge, ja. Und ich muss sagen, eigentlich muss man erstmal über Infrastruktur sprechen. Wenn ich sage CNG, da mussten wir erstmal eine Biogasanlage bauen und die dann so ausstatten, dass sie nachher das Biogas auf Erdgasqualität ins Netz einspeisen kann. Bei der Elektromobilität ist die Ladeinfrastruktur da und dann ist nicht nur irgendwie die Ladesäule da, sondern auch die Liegenschaftsanschlüsse, die betrachtet werden müssen. Und bei den Wasserstofftankstellen, ich habe mich eigentlich gefreut, als ich dann gedacht habe, okay, Wasserstoff ist ja ganz easy. Wir haben ja 5 Wasserstofftankstellen in Berlin. Da muss ich mich erstmal nicht mit beschäftigen. Ja, dann beim genaueren Hingucken stelle ich fest, ja, diese Wasserstofftankstellen sind eigentlich alle ausgerüstet für PKWs, aber nicht für Nutzfahrzeuge. Von den 5 kamen dann irgendwie eigentlich 2 als prädestiniert in Frage. Ja, da habe ich mich dann auch gefreut. 2 reicht ja auch für das erste Fahrzeug. Jetzt 5 Wochen vor Auslieferung des ersten Fahrzeugs erfahre ich, dass eine Tankstelle vom Netz geht, weil irgendwie die Genehmigung ausläuft. Das sind dann die Themen, mit denen wir uns beschäftigen müssen. Und das ist auch so, dass wir da unheimlich viel Herzblut reinstecken müssen, sehr viel Energie. Ja, und das ist ja auch nur ein Thema. Wir haben es gerade auch angesprochen. Herr Dr. Salomon sagt, er erwartet, dass ein Service da ist. Wir machen unseren Service für die Fahrzeuge selber. Wir müssen unsere Werkstätten ausstatten für Elektromobilität. Wir wissen auch noch nicht, was wir im Thema Brennstoffzelle, was uns alles erwartet. Aber wir müssen unsere Mitarbeiter dort mitnehmen und wir müssen die ausstatten. Und da müssen wir auch eine Achse schlagen mit den Herstellern. Also zum Beispiel mit Paul haben wir ja auch aufgestellt, dass wir eine Ausbildung vor Ort machen. Unserer Mechaniker bei Paul selber, das läuft sehr gut. Und ich glaube, da müssen wir gerade am Anfang neue Wege gehen und uns auch gegenseitig unterstützen, weil ja, alle sind dafür, neue Technologien in Einsatz zu bringen. Aber die Pioniere haben es nicht immer einfach und die brauchen auch echte Unterstützung und wir müssen uns gegenseitig unterstützen. Gegenseitig unterstützen, das ist ein gutes Stichwort. Ich sehe es nämlich gerade rechts im Chat. Michael Schiffner, ich muss ein bisschen grinsen, weil wir gehen jetzt gerade von Henne-Ei zu Würstchen mit Brötchen. Sollte man nicht aufhören, von Hennen und Eiern zu reden und stattdessen eher von Würstchen mit Brötchen? Spaß beiseite, also dem gesamtheitlichen System meint er. Ich glaube, Sie nicken mir zu, wenn es genau darum geht. Und das hat das Konsortium, habe ich diese Woche jetzt in unserem Telefonat auch schon gehört, natürlich ganz klar erkannt. Es geht da nicht nur darum, dass wir als allererstes mal Fahrzeuge brauchen, sondern es geht natürlich bis ganz ans Ende durch, bis zur Wartung und den After-Sales-Bereich, der da auch komplett abgedeckt werden muss. Und Herr Wüllhorst, ich habe von Ihnen jetzt auch vernommen, es bringt natürlich alles nichts, wenn ich ein Fahrzeug habe, oder reden wir im Plural, Fahrzeuge habe, die dann aber auf einmal meine geplante Flotte ist da, beziehungsweise Route, nicht Flotte, meine geplante Route ist da. Und dann muss ich umdenken im realen Betrieb, weil eben dann die Tankstelle nicht mehr da ist. Wäre das auch ein Wunsch von Ihnen an die Politik, jetzt mal in die Dreierrunde die Frage, dass es für Sie in der Wirtschaft planbarer wird? Wer möchte starten? Herr Frank, fangen Sie doch mal an. Ja, wobei ich gerade was das Tankstellennetz angeht, denke, dass die Aufgabe der Politik sein könnte, da entsprechende Startbedingungen zu schaffen, aber der Markt sich schon ergeben müsste, dass dann auch die Tankstellen wirtschaftlich zu betreiben sind. Für uns beispielsweise, wir haben ja unsere beiden Tankstellen selber in Betrieb genommen. Wir haben da schon die Erwartungshaltung an den Markt, dass da entsprechend mindestens die Rückfallebenen durch öffentliche Tankstellen abdeckbar sind, sodass wir dann nicht immer Notfallkonzepte noch vorhalten müssen. Derartige Dinge, wo mein Wunsch wäre, ist eine Standardisierung technischerseits, dass beispielsweise vielleicht die Druckniveaus bei den Fahrzeugen, wenn es nicht 1 geht, zumindest bei 2 verbleibt und nicht da noch andere hinzukämen. Und mein Wunsch an die Politik wäre, hinsichtlich grünen Wasserstoff, weil das ganze Thema, wo wir uns entwickeln, dass mal die Rahmenbedingungen definiert werden, wann ist denn grüner Wasserstoff denn ein eben solcher? Genau, das hatten wir auch vorhin schon kurz, dieses Thema. Was ist denn Ihr Hauptpunkt? Was benötigen die regionalen Busunternehmen als erstes?
Also wir sind jetzt so aufgestellt, dass unsere Anlagen alle redundant ausgeführt sind, wobei das natürlich nur die Tankstelle an sich angeht, die Zulieferwege nicht. Also wenn dann kein LKW fahren darf und anliefert, dann stehen wir da auch mit unserem Glück. Aber ansonsten würden wir natürlich schon ein weit gestreutes Tankstellennetzwerk präferieren, analog wie es bei Dieseltankstellen ja auch so ist, so dass da wirklich immer mehr hinzukommt. Und eins muss man sagen, gerade die Wasserstofftankstellen, die derzeit verfügbar sind, haben gar keine Volumina, Großfahrzeuge zu betanken. Also wenn ich bei uns in der Region gucke, da ist eine Tankstelle, die schafft dann 4 Busse am Tag und ist komplett leer. Da kommen wir dann nicht so sehr weit mit. Gibt es denn Konzepte mit 700 Bar Lkw-Betankungen? Wie viel Bar, Herr Wüllhorst, wird bei Ihnen denn dann getankt? Also das wäre eine Erwartungshaltung, die ich auch genannt hätte. Wir brauchen 700 Bar für die N3. Und ich erwarte auch, dass die Tankstellen entsprechend so ausgestattet werden. Die sogenannte Rampe muss so beschrieben werden und wir können nicht irgendwie jedes Mal zum Tanken irgendwelche Experten holen, die dann die Rampe einspielen, damit 700 Bar möglich ist. Das geht nicht. Hier müssen wir auch Investitionen machen, die sich nicht nur rechnen, sondern die hat auch kein Interesse an der Technologie und das setzt sich in der Mannschaft fort. Damit sind wir nicht Wegbereiter. Das heißt, wir müssen diese Hindernisse ausräumen. Und das sind die Themen, die wir in der Tankstelleninfrastruktur schaffen müssen. Das heißt, ich möchte irgendwann mal, und das möchte ist ja auch Ende diesen Jahres oder Anfang nächsten Jahres so, dass wir vielleicht eine Flotte von 14 Fahrzeugen hier in Berlin haben, dass wir dann auch die entsprechende Infrastruktur haben. Und das kann nicht sein, dass wir als kommunales Unternehmen dann selber unsere Tankstelleninfrastruktur schaffen müssen. Da sehe ich schon Politik in der Verantwortung. Und Gott sei Dank, neben dem, dass eine Tankstelle vom Netz genommen wird, wird auch eine neue gebaut. Ich hoffe mal, dass das dann in Berlin nicht so lange dauert wie manches andere. Aber dann, ich gehe davon aus, dass wir die 2023 spätestens zur Verfügung haben. Dann sieht die Welt auch einfacher aus. Aber wir müssen zum Beispiel auch bei Elektromobilität, wenn ich daran denke, ich fahre selber ein Elektrofahrzeug, ich fahre auch mal Langstrecke. Ja? Wie viele Autobahnraststätten haben wir, wo nur eine Schnellladestation da ist? Ja, das geht nicht. Ich würde denen allen über Tank und Rast die Lizenz entziehen, die nicht innerhalb kürzester Zeit da die Anzahl erhöhen. Und dann ist es auch egal, ob sich das rechnet. Wir werden einen Hochlauf der Fahrzeuge haben. Deswegen müssen wir dort investieren. Und dann neben Schnellladestationen, kennen Sie eine Schnellladestation, wo man mit dem LKW irgendwie vorfahren kann? Ich glaube, die gibt es nur auf Betriebsgeländen. Das sind auch so Themen. Wir müssen die Infrastrukturthemen angehen. Wir müssen Hindernisse aus dem Weg räumen und wir brauchen da auch dann gegebenenfalls für Pioniere irgendwo kurzfristige Lösungen und sei es auch mal eine Lösung, dass wir eine mobile Tankstelleninfrastruktur bei Wasserstoff schaffen, um eine Überbrückung zu gewährleisten und dass solche dann auch notwendigen Investitionen unterstützt werden oder gefördert werden. Und was natürlich auch wichtig ist, das wäre auch eine Forderung an die Politik, wenn ich sage, wir sind gerne hier auch, gehen neue Wege, wir setzen uns ein für Emissionsminderungen in der Stadt, dann müssen wir auf der anderen Seite aber auch uns einsetzen für Gebührenstetigkeit. Und deswegen können wir neue Technologien derzeit gerade in der Klasse N3 eigentlich nur zum Einsatz bringen, wenn wir auch eine Förderkulisse haben, die sich so darstellt, zukünftig, wie sie sich heute darstellt. Dann sind Möglichkeiten da. Und das wäre mein Wunsch, dass die Förderung fortgeschrieben wird. Jetzt helfen Sie uns mal kurz. Es ist bestimmt nicht jeder drin, der die Klassen so im Kopf hat. Über wie viele Tonnen reden wir denn? Was für Fahrzeuge sind das denn? Also das Abfallsammelfahrzeug ist ein Fahrzeug mit 27 Tonnen, 11 Tonnen Nutzlast davon. Die müssen erreicht werden. Und so gesehen, also 27 Tonnen ist mit der Auflassung und das heißt, wir reden über dann die 16 Tonnen Klasse, also dem Leergewicht. So, vielen Dank. Ich gucke in den Chat, Herr Dr. Frank, Herr Dr. Salomon. Fangen wir mit Ihnen, Herr Frank, an. Es geht um Busse. Also der Dirk Fischer fragt, alle im Winter sollten Busse mit Batterie ausgefallen sein, hat er gehört. Wäre das ein Argument für Wasserstoff und ist Ihnen das in welcher Art auch immer schon mal passiert tatsächlich, jetzt in Köln in dem Fall?
Nein, also wir haben im Winter keine großen Probleme, wobei man natürlich dazu sagen muss, Brennstoffzellenbusse sind auch im Grunde Batteriebusse mit einer externen Spannungsversorgung, wobei unsere Brennstoffzelle so ausgelegt ist, dass sie auch die Dauerlast hat und die anderen nur für die Rekuperation sind, also eine relativ kleine Batterie verglichen zu einem Batteriefahrzeug. Aber wir haben da jetzt keine grundlegenden Probleme, wir sind da sehr zufrieden. Und wir haben auch nicht die großen Schwankungen, was die Reichweiten angeht, wie das klassische Batterie oder was man so hört, was so andere Batteriefahrzeuge haben. Also wir sind da sehr zufrieden, aber natürlich hat man Unterschiede zwischen Sommer und Winter, wie das bei jeder Batterietechnik der Fall ist. Herr Dr. Salomon, Thema auch für Sie, ne? Ja, wobei ich kann das nur unterschreiben. Also wir betreiben ja jetzt schon seit längerer Zeit Elektrofahrzeuge und sind da teilweise auch in Gegenden besser mit dem Batterieauto durchgekommen als mit dem Diesel, weil auch der Diesel hat bei tiefen Temperaturen Probleme. Das hängt ein bisschen an der Zellchemie, aber wenn die Zellchemie entsprechend empfindlich ist, dann hat man halt eine Batterieheizung. Ansonsten ist die Batterie aufgrund ihrer Masse und da wir ja auch ständig an der Ladesäule hängen über Nacht, eigentlich nicht der kritische Punkt. Also was auch meine Erwartung halt ist, also wir haben jetzt bei den E-Fahrzeugen uns selber zum Tankstellenbetreiber gemacht und eine Ladeinfrastruktur aufgebaut und auch gelernt, dass das eine ziemliche Herausforderung ist, selbst wenn man jetzt nur die Autos mit 3 kW lädt, so wie wir das tun. Entsprechend wird es dann richtig herausfordernd, wenn wir dann mal über LKWs reden, die halt mit deutlich höheren Ladungen unterwegs sind. Aber ich denke auch, eine öffentliche Infrastruktur ist erforderlich, wobei ich persönlich noch nicht die Sicherheit habe zu sagen, was jetzt die richtige Technologie sein wird. Ich sehe auch eine Chance für Elektromobilität bei LKWs auf bestimmten Reichweiten. Ich denke aber auch, prädestiniert ist N1 und N2. N3 wird tatsächlich eher Wasserstoff sein, aber auch hier im Kreis hat man ja gesehen, 350 bar, 700 bar. Es gibt auch Unternehmen, die auf flüssigen Wasserstoff setzen. Und ich persönlich würde auch nicht ausschließen, dass es eine chemisch gebundene Version sein kann. Ich glaube, dass wir jetzt dringend die Erfahrung sammeln müssen, was lässt sich in der Praxis auch umsetzen, sodass ein Tankprozess tatsächlich wie bisher läuft und ich auch eine größere Stückzahl von LKWs an einer Zapfsäule umsetzen kann. Das halte ich noch nicht für Selbstverständlichkeit, dass das mit Wasserstoff so ohne weiteres erfüllt werden kann. Dann sind wir doch schon bei der Antriebstechnologie. Eine wunderbare Steilvorlage, Herr Dr. Salomon, für eine Frage im Chat von Peter Stankhoff. Wasserstoffmotoren, der Wasserstoffverbrennungsmotor heißt es, richtig, kommen bisher nicht in Frage. Sind Fahrzeuge mit Wasserstoffverbrennungsmotoren denn auch von Interesse jetzt bei Ihnen zum Beispiel? Ja, also ich sag mal, Verbrennungsmotor, also erstens würde ich ja Wasserstoff automotorisch verbrennen, da habe ich dann erstmal einen Wirkungsnachteil schon mal gegen dem Dieselfahrzeug. So gesehen bin ich jetzt nicht davon über 80 versucht. BMW hat dann Ende der 90er Jahre sehr viel damit experimentiert. Funktioniert, klar, aber ich glaube, dass da der Wirkungsgrad dann am Ende des Tages entscheidend sein wird. Ja, vielen Dank an der Stelle. Ich schaue jetzt gerade mal in den Chat rüber. Herr Schlickum, in dieser Runde ist Shell gerade nicht mehr mit einem Experten vertreten. Da steht nämlich, wie steht Shell zu Tankstelleninvestitionen? Die Frage nehmen wir aber natürlich mit. Hier geht nichts unter. Der Chatlog, also alles, was im Chat geschrieben wurde, wird danach nochmal dezidiert vom Veranstalterkonsortium von Next Mobility Accelerator Konsortium durchgeschaut und dann selbstverständlich auch an Sie zurückgegeben. Tatsächlich, jetzt fragt Roman Hackensöllner, welche von den bekannten Wasserstofftankspeichertechnologien wird sich denn durchsetzen dürfen sollen? 350 bar, 700, Liquid, da werden jetzt alle Sachen aufgeführt. Ich sage mal bei Ihnen, Sie sind da relativ offen dafür. Herr Frank, starten wir doch mal. Dr. Frank, was meinen Sie denn dazu? Es gibt ja überall Vor- und Nachteile. Also die Busse sind im Augenblick mit 350 bar ausgelegt. Das liegt vielleicht auch ein bisschen daran, weil wir nicht so ein Platzproblem haben wie im PKWs, das zu betanken. Aber für uns wäre es natürlich auch im Interesse, dass eine einheitliche Druckniveau definiert werden würde. Also für die Busse sind die 350 bar prima. Aber es gibt bestimmt auch Argumente für andere Anwendungsfälle. Also insofern, nur bei uns wäre es halt dran gelegen, dass irgendwann dann eine Vereinheitlichung stattfindet, so dass man dann nicht irgendwann später nochmal umrüsten muss. Herr Wüllhorst, wie sehen Sie es? Ich habe ja die 700 bar genannt, weil wir die Fahrzeuge, die wir jetzt bekommen, so ausgelegt sind. Und ja. Ich denke, dass wir in der Klasse N3
schon auch die 700 Bar brauchen. Und kann jetzt keine Aussage machen zu Bussen oder anderen Fahrzeugen, weil ich mich jetzt erstmal darauf konzentriere, dass unser erster Pilot dann auch erfolgreich sein wird. Und Herr Salomon, bei Ihnen? Ja, ich denke, dass beim Brennstoffzellenfahrzeug genau der Speicher genauso der Schlüssel zum Fahrzeug ist wie beim batterieelektrischen Fahrzeug die Batterie. Also ich glaube, das ist genau das ganz große Thema, wo ich persönlich mir jetzt keine Aussage zutrauen würde, zu raten, welche Technologie sich durchsetzt. Also man muss sich halt vor Augen halten, 350 Bar ist schon ein gewaltiges Druckniveau, 700 Bar erst recht. Und flüssiger Wasserstoff bei minus 250 Grad ist eben auch nicht ganz leicht handhabbar. Aber natürlich spricht die Energiedichte ganz klar dafür, dass man eher auf ein höheres Druckniveau setzt, wenn man Reichweitenbedarf hat. Letztendlich glaube ich, sind deswegen ja auch Erprobungen erforderlich, um zu sehen, wie lässt sich das technisch umsetzen. Also es wurde vorhin der Vergleich gezogen, auch LNG funktioniert, aber auch heute muss ein LNG-LKW-Fahrer mit einer Schutzausrüstung tanken. Also es ist jetzt nicht so, dass das alles Selbstläufer sind und deswegen sage ich, man muss technologieoffen bleiben. Neben halt der Reinform des Wasserstoffs halte ich persönlich auch chemische Formen wie jetzt Ammoniak, wo ich dann bei minus 30 Grad unterwegs bin, für spannend, weil es halt vom Handling unter Umständen sehr viel einfacher ist. Oder möglicherweise ein Hydrat, so wie jetzt zum Beispiel Fraunhofer forscht. Das sind alles Technologien, bei denen ich momentan nicht beurteilen kann, was sich am Ende durchsetzt. Ich kann noch ergänzen aus dem Chat von Reinhold Wurster. Hallo Rainer, schön, dass du auch von LBST aus, im Übrigen auch in Bayern, zugeschaltet hast. Pride.eu, ich pack's Ihnen jetzt gerade mal in den Chat, den Link, erarbeitet gerade die Parameter für das HD Refueling oder HD Refueling Protocol, kann ich Ihnen von ihm ausrichten, welches dann bis Ende 2023 bei ISO als ISO 19885 genormt wird. So, also da gibt's auf EU-Ebene, Pride ist ein EU-Projekt von FCHJU gefördert, gibt's da auch natürlich schon mannigfaltig Anstrengungen in der Richtung. Und jetzt scrolle ich mal noch etwas nach oben. So, dank des DHL-Engagements wurde ein enormer Know-how-Potenzial aufgebaut. Herr Zekhoff, schöne Grüße an Dr. Salomon soll ich an der Stelle ausrichten. Steht da. So, Jens Konrad, Köln. Wichtig auch zu sagen, dass Brennstoffzellenbusse elektrisch heizen und nicht wie viele Batteriebusse fossil. Jetzt schauen wir mal nach oben. Theoretisch hätten wir noch 5 Minuten. Ich gucke mal, ob wir noch eine Frage haben. Christian Haas an Dr. Frank. Wie ist die Reichweite Ihrer Busse, die Sie im Betrieb haben? Also die Reichweite ist relativ ähnlich wie bei Dieselbussen, sodass wir mit unseren Umläufen gut hinkommen. Deswegen auch das Druckniveau von den 350 Bar, dass das ausreichend ist. Und da kommen wir dann auch auf jeden Fall auf 500 Kilometer. Aber das hängt natürlich auch von der Topografie ab und ist bei uns natürlich auch eine andere Belastung als beim LKW, weil die Beladungen im Bus natürlich deutlich unterschiedlich sind. So, abschließend, Sie haben teilweise schon Ihre Wünsche mit reingegeben. Vielleicht ein kleiner Satz, dürfen auch 2 oder 3 sein. Wir haben noch 4 Minuten. Abschließende Statements von Ihnen, bevor ich dann den vielen, vielen Zuschauern heute, über 1500 tatsächlich waren live drin, Danke sagen werde und Ihnen auch sagen kann, Herr Wüllhorst, Sie haben schon teilweise was gesagt, das Video wird im Nachgang natürlich auch viral verbreitet werden und dann werden es auch hoffentlich die richtigen Stellen hören und sehen, was wir da heute diskutiert haben. Herr Dr. Salomon, ein abschließender Satz zu diesem Thema an der Stelle von heute von Ihnen. Ich glaube, es ist extrem wichtig, dass wir uns jetzt mit diesem Thema beschäftigen, kann aber nur dafür plädieren, dass wir das Thema technologieoffen betrachten, um hinterher halt eine gute Lösung zu finden und nicht zu früh uns auf einen ganz bestimmten Weg festzulegen. Herr Dr. Frank, von Ihrer Seite aus? Also ich würde gerne einen Wunsch äußern. Ich habe ja vorhin beschrieben, wie unsere Busflotte sich erweitert hat. Das bezieht sich aber alles auf bisher 12-Meter-Busse, dass sich die Hersteller auch trauen, vielleicht mal an Gelenkbusse heranzugehen. Wir würden gerne welche erwerben und auch ausprobieren.
Gelenkbusse, Sie haben es gehört. Wo habe ich denn Gelenkbusse? Ich glaube, das war vorhin auch schon im Chat, war das auch schon Thema. Nehmen wir so mit und Herr bezieht sich einmal auf das Fahrzeug, was einen stabilen Betrieb leisten muss. Das bezieht sich auf die Infrastruktur, die auch stabil laufen muss und auch vorhanden sein muss, damit wir diese Technologie dann auch am Markt platzieren können. Denn eins ist auch ganz klar, wenn wir jetzt als vielleicht erste im kommunalen Bereich oder mit unter den ersten diese Technologie in Einsatz bringen und das würde nicht funktionieren, dann ist der Weg beim zweiten Anlauf umso schwieriger und vielleicht gibt es dann keinen zweiten mehr. Und deswegen brauchen wir wirklich einen Zusammenschluss aller Kräfte, um Wege gehen zu können. Und das wäre auch mein Wunsch. Wir brauchen keine Barrieren. Wir müssen bei neuen Tankstellen auch dann Genehmigungsverfahren beschleunigen, damit wir nicht nur über Wasserstoff reden, sondern damit wir dann auch praktische Lösungen sehen und auch begreifen, dass da für uns als Unternehmen, als Gesellschaft Chancen vorhanden sind, die wir nutzen sollten. Sie haben es gerade wunderschön als Steilvorlage gesagt, zusammenarbeiten. An dieser Stelle haben wir eine Punktlandung hingelegt miteinander. Ich darf diese Expertenrunde bestehend aus Dr. Salomon von der Deutschen Post AG, Wolfgang Wüllhorst von der Berliner Stadtreinigung und Dr. Marcel Frank von der Regionalverkehr Köln ganz herzlich danken für Ihre Einschätzungen. Seit 15 Uhr waren wir jetzt hier. Das heißt in Summe 2 Stunden vollgepackt bei PIN 21, der Clean Trucking Conference. Wir haben viel gelernt. Was ist die Value Chain hier? Was sind die Pläne in den nächsten Wochen und Monaten an verschiedensten Stellen von Süden nach Nord, von Ost nach West in ganz Deutschland? Das Next Mobility Accelerator Konsortium. Ich sage Ihnen nochmal, wer waren denn heute die Gastgeber? Das war einerseits die Shell, dann Meyer Corduledge und Paul Nutzfahrzeuge. Wenn Sie im Konsortium mitmachen wollen, wenn Sie Ideen haben, Projekte etc., Sie haben rechts über dem Chat, beziehungsweise oben rechts am Chat haben Sie die Homepage und die direkte E-Mail-Adresse info@next-mobility.eu. Die Kollegin postet jetzt auch gerade nochmal die anderen Homepages und direkten Kontakte rein. Liebe Zuschauer, Sie bekommen im Nachgang von uns die Aufnahme und alle Videos, auch der Minister nochmal zum Reinschauen und der Image-Videos, Value Chain, damit Sie auch die nächsten Tage, wenn Sie nochmal darauf kommen werden, darauf kostenlos zugreifen können. Die Mail kommt. An der Stelle darf ich mich bedanken für Ihr Engagement, für dieses wahnsinnig große Interesse. Und Sie dürfen sich sicher sein, wir bleiben am Ball, weil wir reden nicht nur, wir machen. Mit diesen Worten herzlichen Dank in die Runde an Sie alle und wir sehen uns bald wieder.